Hallo und willkommen zum Aue-Podcast. Heute Folge 100, heute vor Publikum. Schön, dass ihr alle da seid. Wir sind hier im Blauen Engel in Aue. Danke, dass ihr uns auf jeden Fall dann auch hier die Möglichkeit gegeben habt und schön, dass ihr alle da seid. Ja, Florian, wir haben natürlich immer ein Smalltalk-Thema und ich habe mir was ganz Schönes überlegt. Es ist ja gerade die Tour de France und ich möchte mit dir immer gerne über was Religiöses reden. Und zwar ist dir schon mal aufgefallen, dass so die Radsportkultur vor allen Dingen um die Kirche entstanden ist. Na, ach doch, die Fahrt um den Kirchturm, ne? Die Rennen, die um die Kirmes fahren, die um den Kirchturm fahren. Ja, Ja, das meinst du? ja. In Belgien vor Also allen Dingen? einmal das, also dass man halt einmal, dass es sozusagen um die Kirche entstanden ist, ne? Die Kirmes ist ja auch eine Kirchweih eigentlich, ist ja auch ein kirchliches Fest. Die Radrennen sind immer am Sonntag. Und je katholischer das Land in Europa ist, desto mehr Radsportbegeisterung. Ja, stimmt, ne? Frankreich ist überwiegend katholisch. In Niederlanden sind es auch zum Beispiel die katholischen Gebiete, Spanien ist auch sehr sehr katholisch, katholisch. Italien. Die großen Rundfahrten haben wir ja mit abgedeckt, die 3: Giro, Italia, Vuelta und Tour de France. Und das heißt ja auch die heiligen Sonntage, ne? Die, Die ja, heilige Woche. die Heilige Woche, ja. In Belgien, ja. Letztes Mal, wo die Leute uns halt schon abgeschaltet sind. Ja, Bevor wir inhaltlich reinstarten, wir fangen mal, weil es ja die 100. Folge an ist, mit einer kleinen Quiz, einem kleinen Quiz an dich an. Weißt du noch, was die 3 Namensvorschläge für den Aue-Podcast waren? Also, Thomas hatte 'n Vorschlag, ich hatte 'n Vorschlag, Tobias hatte 'n Vorschlag. 2 gekreuzte Hämmer war bestimmt dabei. Ja, das, in Anlehnung an 2 gekreuzte Mhm, Hämmer, 2 gekreuzte Mikros, der Aue-Podcast. Thomas hat damals auch noch gesagt mit dem Untertitel, „Und ein großes Bier“. mhm. Weiß noch jemand anders aus'm Publikum vielleicht, was die Vorschläge waren? Auch nicht, ich gucke mal. Ne, das Schachtgeflüster, du hattest grade Schachtgeflüster, sage ich, wiederhole es noch mal für alle. Ich glaube, Schachtgeflüster wäre so 'n bisschen zu viel KI-mäßig. Ähm, Aber damals war KI doch noch gar nicht so am ja, Laufen, genau. nicht so populär, also von Also, Schachtgeflüster ist zum Beispiel was dir 'ne KI vorschlägt, wenn du die Folge transkribierst und sagst: „Wie könnte ich denn, was nennen als Untertitel oder so?“ Da kommt das schon vor. Ne, ich hatte in der Tat, Nudelpott. Einmal natürlich wegen dem, Nudeltopf und dem Podcast und vielleicht weißt du's auch, ähm, dass der Stadtteil Babelsberg, der wird ja auch der Nudeltopf genannt, wegen der Straßen. aha, Da genau, haben drumherum. Aue und, Babelsberg noch was gemeinsam, eine Referenz zum Nudeltopf. Ja, da kann ich mich auch sogar noch gut dran erinnern, mache ich jetzt 'n bisschen Smalltalk mehr noch dabei, dass wir damals, als ihr die erste Folge aufgenommen hattet, die Vorfolge, ne, da haben wir uns in Babelsberg tatsächlich getroffen, im Sommer, als wir als Familie gemeinsam in den Urlaub weiter Richtung polnische Grenze gefahren sind. Da erinnere ich mich an, dass du gesagt hast: „Wir machen jetzt 'n Podcast hier mit Thomas und Tobias" und das als Ergänzung. Ja. Und der Vorschlag von Tobi war aus der Tiefe, aus dem Schacht, Auer Fernperspektiven. Ähm, ja, Fernperspektiven finde ich aus heutiger Sicht, halt schwierig, weil das so 'n bisschen ja auch so 'ne Distanz erzeugt, die wir natürlich vielleicht auch haben aber ich glaube, dass das auch noch mal die Zeit ist, die man halt so durch Covid hatte, wo man ja auch irgendwie 'n bisschen, ja, isoliert war und dann auch ein Jahr, glaube ich, kein Spiel gesehen hat. Also, bis 2021 war's meiner Meinung nach, kein konnten wir kein Spiel sehen. Ja, kommen wir mal zu was, Sportlichen. Du hast sicherlich auch die Saisonvorbereitung verfolgt. Wie würdest du denn insgesamt die Testspielergebnisse, beschreiben oder zusammenfassen? Waren schon gute Spiele, mit hohen Ergebnissen, auch jetzt gegen, ja, eher noch, ja, ganz kleine Vereine aus dem Erzgebirge, aber auch jetzt schon mit den tschechischen Testspielgegnern auch schon, ähm, bessere Mannschaften, vor allen Dingen auch vielleicht, körperlich noch mal stärkere Mannschaften, weil das ja dann schon teilweise auch wirklich der Profisport bei denen ist. Ähm, also, das macht schon Lust auf mehr und wir nehmen ja jetzt am Vorabend zum Schalke-Spiel Testspiel auf. Da bin ich jetzt gespannt, was dann eben in dem Schalke-Testspiel kommt. Das ist dann sicherlich schon ein Gradmesser. Denkst du denn, dass das sinnvoll ist, eine Mischung aus,
Testspielgegnern zu haben aus der Region und vielleicht auch mal ambitionierteren Testspielgegner. Also, ich denke zum Beispiel auch, Kladno ist sicherlich ein guter Gegner gewesen, auch, Jihlava wahrscheinlich heißt der Verein, ne? Oder würdest du sagen, man sollte auch mehr auf dem in seiner eigenen Liga testen? Ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass, man auch hier im Erzgebirge bei den kleineren Vereinen testet, weil man damit natürlich auch Werbung für sich macht. Denn der Ja, Verein ist ja in dieser Region verwurzelt. Und ich glaube, in den Mannschaften gibt es immer Spieler, die davon geträumt haben, irgendwie mal beim FC Erzgebirge Aue zu spielen. Vielleicht haben sie auch die Jugend durchlaufen. Ähm, Hatten wir ja auch in den Sachsenpokalspielen in den letzten Jahren. Und das ist wichtig, das ist unsere Basis. Natürlich ist es auch wäre es schon mal wichtig, in der, Regionalliga zu testen oder mit den Testspielgegnern auf gleichem Niveau. Aber da gibt's ja meistens immer spielt man gegen einen aus der Klasse da drüber oder da drunter oder eben 'nen ausländischen Testspielgegner, weil man sich ja nicht zu sehr in die Karten gucken lassen will, weil man dann ja möglicherweise schon sehen kann, wo können wir irgendwie 'nen Vorteil uns, holen. Auf 'ner Außenposition haben wir 'n besonders schnellen Spieler gegen 'nen besonders langsamen Spieler. Deswegen finde ich das eigentlich eine gute Mischung. ja, ich denke auch, dass das, Internationale natürlich, sich auch anbietet durch die Grenznähe. Man hat ja gerade den Vorteil mit Tschechien und das ist ja auch, auf dem Niveau der zweiten Liga in Tschechien ist, denke ich mal, auch Regionalliganiveau. Ich kann jetzt ja auch berichten, ich war beim Spiel gegen, Kladno, waren über 1.000 Zuschauer da. Gutes Spiel auf jeden Fall. Ähm, Ich fand, die beiden Torschützen auf jeden Fall auch gut und, Linus Quaisser hat 'n Tor gemacht, Willi Kamm. Patrick Kapp war auch, gut aus meiner Sicht. Da waren auch paar richtig gute also, richtig gute Kombinationen dabei. Teilweise hätte Kladno auch noch, 1, 2 Tore machen können. Ähm, ja, aber alleine mal das 1:0, langer Ball von Mennel auf Quaisser, der dann den, Ball dann ins Tor, lupft, war auf jeden Fall sehr sehenswert. Ich glaube, gab auch relativ viel, Begleitung ja auch in sozialen, Netzwerken. Und ansonsten, ist immer ich finde es auch immer schwierig, was aus, Testspielen zu ziehen. Man könnte vielleicht noch erwähnen, gegen Halle 96, hat ja auch der Sohn von, Kwisatz Subitize bei Halle gespielt. Der ist ja da auch im Verein. Ähm, ja, also alleine nur mal von den Namen oder von den Statistiken, ähm, denke ich halt, sind die Stürmer grade ziemlich gut in Form. Hast du auch so gesehen? Ja, das habe ich auch so gesehen. Und, ich glaube aber, für den Außenstehenden ist es wirklich schwierig, so Testspiele zu bewerten. Aber ich glaube, da für das einerseits für die Mannschaft ist es wichtig, dass man wieder in den Wettkampfmodus kommt, in Zweikämpfe gegen andere Spieler, weil sonst hat man ja immer nur seine eigenen Mitspieler und da kennt man dann nach einer Zeit auch, wie sie spielen, welche Stärken und welche Schwächen sie haben. Und andererseits ist es dann natürlich für ein gut funktionierendes Trainerteam ist es auch besonders wichtig, weil die können dann ja genau sehen, worauf wollen wir in diesem Testspiel eigentlich den Schwerpunkt legen. Ob es möglicherweise ist, dass wir sagen: „Heute wollen wir wirklich was bei den Standards ausprobieren, weil wir hier auch einen körperlichen Gegner haben, der dem gewachsen ist.“ Oder wir haben vielleicht bestimmte Aufstellungen, wo wir mal gucken wollen, wie funktioniert meinetwegen die linke Seite mit dem Linksverteidiger und dem Linksaußen und dem zentralen Mittelfeld. Die können viel mehr daraus ziehen. Und für uns ist es dann 'ne schöne Begleitung im Sommer, denn, jetzt seien wir mal ehrlich, vor 8 Wochen hatte ich schon wirklich die Schnauze voll, da hatte ich auch keinen Bock mehr, auch wenn die Folge mit Paul echt, überragend war 'ne super tolle Folge und es macht immer wirklich viel Spaß mit ihm, der Austausch. Ähm, und jetzt habe ich natürlich auch 'n bisschen WM geguckt, aber jetzt freue ich habe schon irgendwie Bock. Ja. Vielleicht noch mal die Top-Takes, die wir rausstellen können aus der Vorbereitung. Also, die Torgefahr ist extrem hoch. Es gab hohe Siege, nicht nur gegen unterklassige Teams, auch gegen die, beiden Profiteams waren ordentliche Ergebnisse zumindest. Ich kann jetzt ja zwar nur für das Gladbach-Spiel sprechen, aber ich fand es auch einfach 'n ansehnlichen Offensivfußball. Es macht wieder Spaß, das zu gucken. Man hat so das Gefühl, dass die Leute auch Bock haben, für Aue zu spielen. Und das war auch so was, was ich in der Rückrunde teilweise fürchterlich fand. Die Leute sind auf dem Platz, ihnen fehlt
Paul hatte das so als Schärfe bezeichnet. Es fehlte einfach von Anfang an total viel der Einsatz. Nicht nur der Einsatz, auch das auf dem Platz stehen und nicht so das Gefühl zu haben, du weißt gar nicht, ob die Mannschaft auf dem Platz ist und sie ergeben sich so irgendwie dem Schicksal. Und das ist, glaube ich, echt schon mal ein ganz anderes Mindset jetzt an der Stelle. Da steckt deutlich mehr Hunger, glaube ich, einfach in der Mannschaft. Und, wenn man sich das wirklich bei den Neuzugängen mal anguckt, das sind ja größtenteils Spieler zwischen, ja, 20, 22 bis 25 Jahre, die aber auch schon einige Spiele in der Regionalliga und dritten Liga gemacht haben. Natürlich mehr in der Regionalliga, aber schon auch wirklich da Erfahrung haben. Und klar, letztes Jahr hatten wir auch Spieler, die Erfahrung hatten, aber sie waren teilweise Leihspieler von anderen Mannschaften, die dann vielleicht nicht ganz diese Schärfe hatten. Und ich glaube auch, rückblickend, fallen uns bestimmt 2, 3, 4 Namen und im Vorgespräch sind auch schon verschiedene Namen von Spielern, gefallen, wo man sagt, da hat es einfach nicht zusammengepasst. Abgesehen von den, schwierigen Entscheidungen der sportlichen Leitung oder des Präsidiums an vielen Stellen. Habe ich einfach mal eine direkte Frage an euch. Ihr habt gerade erklärt, dass die Vorbereitungsspiele gut gelaufen sind, positiv mit hohen Siegen. Es gibt ja so ein Sprichwort: Der Angriff gewinnt die Spiele, die Abwehr gewinnt die Meisterschaft. Wie denkt ihr darüber? Weil ich sage mal, Defensive ist halt schon wichtig. Morgen spielen wir gegen Schalke. Da wird es sich, glaube ich, mal zeigen. Wie denkt ihr zwei darüber? Also, na klar, das ist natürlich eine Binse, ne? Die Defense Wins Championship. Also, ich glaube auch, das hat uns auch letztes Mal beim Aufstieg in die zweite Bundesliga stark gemacht unter Dotschew. Einfach dieser Erzgebirgs-Catenaccio, wie es teilweise in den Medien ein bisschen verachtlich genannt wurde. Und da würde ich auch sagen, da haben wir gerade eine Mannschaft auch hinten, die besser zusammen passt. Also gerade im letzten Jahr war, glaube ich, eines der Hauptprobleme, dass immer die gleichen spielen mussten. Wir hatten einfach keine Breite im Kader. Wir hatten Tristan Zobel, der ständig gefordert war. Wir hatten Ryan Malone, der immer spielen musste, wenn er fit war. Also einfach, da hat vieles nicht zusammengepasst. Und ich denke vor allen Dingen auch mit Stylianos Kokowas. Kokowas, ja. Ich tue mich mit den Namen noch ein bisschen schwer. Und auch Levi Wagner ist mir auf jeden Fall auch positiv aufgefallen als Außenspieler. Hast du schon 1, 2, die richtig gut sind. Striezel auch von Greifswald. Kapp, da hast du schon Spieler, die auf jeden Fall die Qualität haben, die Liga kennen. Ist ja auch immer ein großes Problem gewesen. Wir hatten oft Spieler, die nicht die Qualität hatten für die Liga. Die kamen aus der Regionalliga. Ne? Ich denke nur mal an die ganzen Stürmer, die wir alle hatten, die Torschützenkönig waren. Mit Ehlers. Ehlers war, ich weiß gar nicht, ob der offiziell Torschützenkönig war, aber gefühlt war er auf jeden Fall Torschützenkönig. Weinhauer war Torschützenkönig. Haben Bornstein. sich komplett nicht durchgesetzt in der dritten Liga. Und jetzt haben wir ja einfach das Niveau geholt in der Liga, wo wir auch spielen. Und von daher, glaube ich, ist die Abwehr deutlich besser aktuell und hoffnungsvoll auf jeden Fall, dass wir auch eine Mannschaft haben, die dann von vorne bis hinten auch irgendwie zusammenpasst. Rechter Verteidiger spielt der Maxim Burkhardt weiter. Kehl wurde noch geholt. Ich glaube, da sind wir sind ja auf jeder Position auf jeden Fall auch doppelt besetzt. Von daher, ja, wir müssen natürlich sehen, aber klar, morgen wird nicht viel gehen. Also morgen ist ja auch jedem klar, dass es nicht um nichts geht im Sinne Schalke, ist aber vielleicht auch noch nicht in der Vorbereitung so weit. Die trainieren 1, 2 Wochen vielleicht. Das ist richtig. Aber vor allen Dingen hatten wir halt in der letzten Saison eine Inkonstanz in der Innenverteidigung. Wir haben halt, wie Martin das sagte, Malone, der aber auch immer wieder mit wahnwitzigen Aussetzern, ob es jetzt spielerisch war oder mit seiner roten Karte, ich glaube gegen Ulm war es damals in der Rückrunde, wo er ja unseren Ex-Spieler Minis Pepic, das war ja fast, ja, als ob er ihn verletzen wollte, Wahnsinn. Dann haben wir ja eben eigentlich nur noch Barilla gehabt oder Ede Majitschak, der dann immer auch nach hinten gezogen werden musste, auch verletzungsanfällig. Und ich glaube auch eigentlich auf der zentralen Mittelfeldposition besser ist, weil er da diese Schnelligkeitsdefizite, die er hat, ein bisschen besser vertuschen kann. Das macht Hoffnung. Dann haben wir natürlich noch mit Leon Prosche, so ein Leihspieler von Union Berlin, 19 Jahre, ist eine Wundertüte, kann alles, kann super sein, das denke ich schon an den Justin Bieber des Erzgebirges an einer ganz anderen Stelle. Wir haben Das musst du jetzt erklären. Genau, wir haben schon darüber vorhin philosophiert,
es gab ja immer so Königstransfers. Sowohl von der Presse, also vom Verein, als auch von uns vom Podcast. Und da ist zum Beispiel ja Marvin Stefaniak auch einer der Königstransfers gewesen, der dann als Justin Bieber des Erzgebirges bei uns im Podcast bezeichnet wurde. Ich glaube, das war auch 2 Jahre, war auch ein wirklich guter Königstransfer, die letzten Jahre nicht, aber deswegen kam jetzt so dieser Justin Bieber oder Königstransfer, so 'n Leihspieler von Union Berlin, 19 Jahre durch die Akademie da durchgelaufen, 6 Spiele in der UEFA Youth League. Das sind macht so 'n Namen, kann aber auch nach hinten losgehen. Ich meine, wir haben auch einige Innenverteidiger in den letzten 10, 15 Jahren gehabt, die auch ambitioniert aus irgendwelchen Kölner Jugend kamen oder sonst wo und die haben dann nichts gebracht. Mhm. So. Aber ich glaube, das ist auch auf jeden Fall was man sieht. Es gibt aktuell eine Mischung aus Jung und Alt, die funktionieren kann. Mit Martin Mennel hinten, mit Marcel Bär vorne, natürlich auch mit 'nem Simon Skalatidis in einer Achse und natürlich verbreitert durch Jugendspieler, also Jung und Alt. Wir hatten teilweise schon 16-Jährige, die jetzt auch in der Vorbereitung gespielt haben. Wir haben, glaube ich, mit Finn Heidrich, mit dem Sohn von Matze Heidrich, einen ganz jungen defensiven Mittelfeldspieler auch geholt. Also das kann durchaus sich entwickeln und zusammenwachsen und ich sehe da schon, dass da auch eine Achse entstehen könnte. Genauso konnte man auch schon sehen in den Vorbereitungsspielen, 'ne größere Stärke bei Standards. Also, Eck bei Ecken, nach Ecken gab's Tore, Freistößtore gab's. Das hatten wir in der ganzen Rückrunde gefühlt nicht, dass man auch mal aus Standard was gemacht hat. Wer hat die denn geschossen? Weißt du's noch? Jetzt bei den Testspielen? Oder weiß das jemand der Anwesenden? Okay. Jonas Kehl wurde hier gesagt. Ja, genau, das ist ja auch dann 'n Wechsel, das muss man ja auch sagen. In der letzten Saison war ja die Eckbälle schon wirklich unterirdisch, die da geschossen wurden. Und das ist natürlich aber auch ein richtiges Faustpfand, das muss man sagen, denn in dem nächsten Jahr wird es natürlich darauf ankommen, dass wir auch solche Situationen nutzen, damit wir mit einer möglichst starken Defensive dann einfach das wegverteidigen, was da auf uns zukommt. Deswegen, das ist schön, dass das jetzt Hoffnung macht. Hoffnung ist immer wichtig. Ich würde noch mal mit dir auf alle Neuzugänge gucken wollen oder auf viele Neuzugänge. Was ist denn für dich dieses Jahr der Königstransfer? Jetzt hast du ja aber hier einen rausgesucht, einen Königstransfer. Hm, gehen wir mal die Liste durch. Ich glaube fast, ich bleibe bei Patrick Kapp hängen. 25 Jahre, von Alt-Glienicke gekommen, also einem unserer möglicherweise großen Konkurrenten in der nächsten Saison oder in der kommenden Saison. Hat ja schon in der 3. Liga und in der Regionalliga Nordost einige Spiele auf dem Buckel. Und, das ist mir eben noch mal aufgefallen, er ist auch schon im Mannschaftsrat gewählt worden, was ja auch schon zeigt, als einer von 2 Neuzugängen, dass er irgendwie eine wichtige Rolle spielt für die Chemie in der Mannschaft. So, der andere, der eben da auch in den Mannschaftsrat als neuer Spieler gewählt wurde, ist Simon Skalatidis, sogar als stellvertretender Kapitän, der ja aber auch schon das Erzgebirge kennt, nicht mehr die Spieler, aber ist noch mal 'ne andere Sache. Deswegen, ich bin bei Patrick Kapp als mein Königstransfer und jetzt fällt mir leider keine spontan schöne Person ein, die er sein könnte, wobei Kapp ist natürlich auch schon irgendwie so ein schöner Name. Ja, Kann man Kapp ich denke, Kapp keine ist ja Ahnung. total nah am niederländischen Wort für Friseur, Kappa dran. Da passt natürlich auch mal schön Frisuren bei Fußballspielern. Ja, Ja, und ich denke gerade ich in meinem Geschichtsgehirn an Kapp, etwas länger her, hm, aber aus Zeiten, die wir nicht jetzt ausbreiten wollen. ja. Ähm, ja gut, ich mache mal 'n Hot Take. Für mich ist der Königstransfer Marcel Bär, weil er geblieben ist. Also, wir haben das ja lange diskutiert in der letzten Folge. Ähm, das ist wirklich was mir auch hängen geblieben ist, was Paul Steinbach ja auch gesagt hatte bei uns. Mit Marcel Bär war die Lebensversicherung des FC Erzgebirges in den letzten Jahren. Also, mit ihm wären wir sicherlich aus der 3. Liga vorher schon abgestiegen und wenn er die ganze letzte Saison gespielt hätte, wäre jetzt ja auch wahrscheinlich rechnerisch Aue nicht abgestiegen und wahrscheinlich auch vom ganzen Spielerischen, wäre die Hinrunde anders verlaufen und man wäre vielleicht gar nicht in diesen Abstiegsstrudel da am Ende geraten.
Und weißt du denn, wie Marcel Bär mal genannt wurde bei uns im Podcast, als er verpflichtet wurde? Der Erzgebirgs-Maradona. Nee, der Harry Kane des Erzgebirges. Das wurde zu seiner Stark. Verpflichtung rausgehauen. Spielt er auch Golf, Marcel Bär? Weiß ich nicht, aber er hat ja auf jeden Fall aktuell auch relativ viel zu tun mit seiner Familie, soweit ich das überblicke. Aber finde ich auch einen guten Königstransfer, wobei ich das jetzt nicht also Transfer einschränkend sehen würde, weil er kein Neuzugang ist, sondern eben dann nur 'ne Vertragsverlängerung, beziehungsweise ja, deswegen würde ich das nicht ganz dir durchgehen lassen als Neuzugang. Ja. Wir sind ja auch so ein bisschen bei der Folge 100 schauen wir zurück. Und ich möchte mit dir noch mal die Königstransfers durchgehen oder das, was wir als Königstransfers oder wichtige Neuzugänge bezeichnet haben. Es ist für mich auch so ein bisschen eine Ansammlung von genial daneben. Ähm, Da erst hast du die KI aber auch gut bemüht, oder? ja, vielleicht mal zur Erklärung. Ich habe alle 100 Folgen, wir haben ja Folge 0 und bis 99, sind insgesamt also schon 100 Folgen. Mit Folge 0 gerechnet, habe ich transkribieren lassen oder transkribiert und dann halt auch mal geschaut, was in den Transkripten besprochen oder was besprochen wurde im Podcast. Und wir fangen mit Saison 19/20 an. Ganz, ganz schwierig. Also auf den wäre ich niemals gekommen. Aber ich sage da vielleicht noch mal Balkan-Mentalität zu. Balk Der war auch nur eine Saison bei uns. Ich wusste gar nicht, dass der bei uns war. Also, ich habe den wirklich ach, der vergessen. Ferrati. Ne, Doch nicht. Arianat Ferrati. Wer denn? Marko Mihojevic. Mihojevic von Ne, Hannover. der war damals von PAOK ausgeliehen. Ach du Sch Ja, das ist ja noch Wahnsinn. Zweitliga-Zeiten. Ja, da war ich noch nicht beim Podcast als Mitglied, da war ich nur Zuhörer, also Ja, 'ne gute Ausrede. Dann unter Corona 2020, 21, da kam jemand aus der Bundesliga, auch aus deiner Ecke. Vielleicht als Tipp direkt. aus meiner Ecke. Ja, Also nicht vom SC doch vom Paderborn. SCP. Vom SCP? Ja, der Vorletzte vom SCP. Offensiv. Gib mir mal 'ne Hilfe. Ben Ben Zulinski. Zulinski, der war bei uns? Ja, Wahnsinn. Ja, dieses Corona-Saison, ne? ja, Ist 'n Corona-Saison. tiefes Loch für mich, aber Der nächste ist einfach. Der hat nämlich wirklich 'ne große Karriere gemacht. Der war in der Abstiegssaison aus der 2. Liga bei uns. Köpke. Ne, viel größer. Viel, viel größer. Richtige internationale Karriere jetzt auch gemacht. Ah, äh, Kühn. Nicolas Kühn, genau. Nicolas Kühn, jetzt, in Italien, ne? Ist aktuell, glaube ich, bei Como, ne? Ja, bei Como, ne? Nachdem er von Celtic Glasgow Und gewechselt interessanterweise verdient ja Aue an jedem Transfer immer noch Geld von dem, weil der ja in der Ausbildungsentschädigung dann mitbezahlt werden Der muss. kam damals von Bayern München 2? 2 und Ja. der war vorher in Niederlanden bei Ajax, bei Young Ajax. Okay. Der Ja, das näch ist ja wirklich 'n Königstransfer. der nächste ist wieder einfach, ein Stürmer, der nach dem Abstieg kam. Auch ganz große Erwartungen, wo wir alle gedacht haben, der schießt uns die Liga kurz und klein. Weiß nicht. Elias Huth. Stimmt, Elias Huth. Noch bei Regensburg? Ist er noch? Ich gla Frage ans Publikum. ich weiß es gar nicht, ich glaube, der ist da weg, oder? Belgien oder? Nach Belgien? Kann sein. Ja, aber Elias Huth, also wirklich groß, da haben wir wirklich große Hoffnungen reingelegt. Vereinslos aktuell. Ne, der war ja bei Vitesse, genau. Die haben den da jetzt aber auch nicht verlängert. Schikora ist noch bei Vitesse mit Rüdiger Rehm, aber Elias Huth ist bei Vitesse jetzt auch weg. Gut, Schikora hat ja auch Tore geschossen dort und hat performt. Ist er Kapitän, hast du gesagt? Ist er Kapitän Schikora geworden? war auf jeden Fall ja auch Ja, ein aber auf jeden Kapitän. Fall, deutlich mehr performt. So, jetzt kommen wir zu den richtigen Königstransfers, die weißt du auch alle. 2023, 24. Ich sage jetzt noch mal Köpke. Haben wir grad auch genannt. 23 ist wer gekommen? 3 Jahre jetzt hier im Erzgebirge? Marcel Bär. Marcel Bär. Ja. Also, so viel zum doppelten Königstransfer. Den nächsten, den kennst du auch auf jeden Fall. Der hatte mich noch bis jetzt vor Kurzem gespielt und ist jetzt auch in die 3. Liga gewechselt. In die 3. Liga. Ne, Majicek ist länger da. Kam aus der Regionalliga, aus dem Nordverein.
Und Nord. aus dem Hamburger Raum? Die 8? Letzte Saison? Mit zentrales Mittelfeld? Ihr seht, bei Quizshow bin ich schlecht. Mika Klausen natürlich. Oh, Ja, Mika Klausen, der schon nach einem halben Jahr weg war. Ja, und die letzte Saison, da wurden 2 Leute als Königstransfers gesehen. Ich glaube, der eine Internet-Hype und der andere ist, glaube ich, auch einer deiner Lieblingsspieler oder deiner Anti-Lieblingsspieler, sagen wir mal so. also der eine wird dann wohl Erik Weinhauer Ja. sein. Okay, das ist der Internet-Hype. Ja, Lieblingsspieler als also ein Spieler, den du auch kritisch siehst. aber der ist jetzt zu der Saison gekommen. Der ist jetzt weg. Der kam letzte Saison, ist jetzt weg. Den hatten wir auch gerade, weil der nach Cottbus gegangen ist. Ach so, ja, aber welcher welcher von den beiden? Dann bin ich eher bei Ryan Malone. Nee, Julian Gutschau natürlich. Also, man sieht, der Fußball-Sachverstand im Aue-Podcast ist teilweise mittelmäßig. Also, am genialsten daneben finde ich eigentlich letzte Saison okay, da war es auch irgendwie klar. Und, ja, Elias Huth natürlich. Also wirklich, der hat sich ja in Aue 0 durchgesetzt. Und, ja, vielleicht Danach ja auch nicht. danach auch schwierig. Und, ja, es erinnert mich auch noch an einen anderen Stürmer, dem eine Balkan-Mentalität attestiert wurde. Ich weiß nicht, ob du das Zitat zuordnen Und dann kannst. ist das über den wir eben gesprochen haben? Nee, Boris? nee, Nein, der hat ja eine also der ist ja vom Balkan. nee, es ging um einen, der die typische Balkan-Mentalität hat, aber kein Schwiegersohn-Typ ist, laut Helge Leonhardt. Keiner. Oh, das Publikum möchte lösen. Ja, Nee, lösen, brauchen wir. Tipp. gerne ins Mikro, ja. Hast du eine Frage? Ich hatte nur mal eine Frage, und zwar, weil wir ja gerade bei den Neuzugängen sind, und da geht es ja über die Jahre hinaus. Und ich finde eigentlich den Rekord-Neuzugang, den man eigentlich erwähnen müsste, ist halt Martin Mennel. Weil der hat ja wirklich, also viel fürs Erzgebirge Aue gemacht, ne? Für unseren Verein. Ne? Und gibt es da überhaupt eine Auszeichnung, so viele Jahre für einen Verein zu spielen? Gibt es das irgendwo mal vom DFB? Würde mich freuen. Ist ein guter Hinweis. Klingt cool. Ich glaube, es geht immer so ein bisschen unter, aber seitdem Thomas Müller nicht mehr spielt, ist er ja auch der Einzige, der 2008 wirklich gewechselt ist, im Profibereich in oberen 4 Ligen. Aber es gibt meines Wissens keinen offiziellen vom DFB irgendeine Verleihung oder eine Urkunde, wie auch immer. Aber das ist natürlich wichtig zu erwähnen, ne? Das ist ja lange vor unserer Zeit, vor dem Aue-Podcast, aber der hat uns ja wirklich geprägt. Und ja, das ist eine wichtige Erwähnung. Und ich denke aber auch, wenn er dann mal beschließt, weil ich glaube, es ist eben so rum, dass er beschließt, wann seine Zeit im Profifußball vorbei ist. Ich denke, dann wird er auch einen würdigen Abschied bekommen. So, davon gehe ich aus. Ich meine, ja. Ja. Wolltest du lösen? Oder eine Frage stellen? Profis. Ja, Thema Schwiegersohn-Mentalität. Schön. Freuen uns. Robin Lenk? Möchte gerne abbinden, den Gedanken. Ich war jetzt in Gedanken bei einem von 2 Antonios, die es da gab. Ja. Und ich wusste jetzt aber nicht mehr genau, ob es Antonio Manze war in der Abstiegssaison. Nee, oder Joncic. Joncic, okay. Ja. Dann war es er, ja. Aber ich wollte das jetzt nicht, also es ist natürlich ein bisschen jetzt auch mal als Gag, dass wir das nochmal bringen, aber dass damals so Transfers begleitet wurden, das kommt einem aus heutiger Sicht ja auch vor wie aus einer anderen Zeit. Dass man wirklich sagt, ja, der hat die Balkan-Mentalität. Wir haben ja mit Marko Mijovic richtig gute Erfahrungen gemacht von Thessaloniki. Jetzt holen wir den nächsten vom Balkan und der hat die Balkan-Mentalität, uns jetzt kein Schwiegersohn. Und ja, damals war es ja auch noch in der Diskussion durchaus, das war ja auch noch kurz nachdem Hertner irgendwie ja auch noch bei uns gespielt hat. Mhm. Und da war das ja schon auch groß in der Kritik, diese ganze Verquickung. Vetternwirtschaft, ja, kann man sagen. Ja, da ist es vielleicht professioneller geworden oder vielleicht auch in der
zumindest in der Kommunikation professioneller geworden. Das muss man ja sagen. Insgesamt ist es ja schon, dass es so weiche Faktoren gibt für Wechsel und Transfers oder Spieler, die bleiben. Und da muss man ja auch wirklich sagen, dass ja auch die Macht und den Einfluss der Spielerberater, das ist ja einer, der wirklich sehr unterschätzt ist. Ne? Denn oftmals werden Spieler von Spielerberatern angeboten. Wenn die Vereine eben nicht ein gutes Scouting machen, dann kommt der Spielerberater hin und sagt so, ich hätte diesen Spieler und der würde euch weiterhelfen. Und dann hat man eben diese Möglichkeit und kann zugreifen oder nicht. Und dann ist das eben auch eigentlich vielleicht gar nicht unbedingt passend zu der Mannschaft, zu dem Verein, zum Trainerteam. Ja, ich komme noch mal zum Sportlichen zurück bei den Neuzugängen. Deine These beim letzten Podcast war ja auch ein bisschen: „Wir holen uns keine Spieler mehr aus dem Westen." Lass mich mal gucken, wir holen uns keine Spieler aus dem Westen. Also Kehl kommt aus Lotte, Mhm. ja, Phoenix Lübeck, richtig. Werder Bremen 2, Schweinfurt, Ja, der hat bei Unterhaching. ja, Quaisar gebe ich dir nicht, der war bei Babelsberg, der hat ja schon in der Regionalliga gespielt. ja, okay, Skalatitis, Unterhaching. Ja, interessant. Ja, aber es ist ja auch ja, jetzt ein neuer Sportvorstand am Arbeiten. Vielleicht hat sich da was geändert. Ich glaube, dass das einfach ich glaube, das Hauptaugenmerk ist, haben die Qualität für die Regionalliga und passen die zusammen? Und auf dem Regionalliganiveau hast du natürlich auch mehr Auswahl, wenn du auf 4 Regionalligen gehst. Wir haben jetzt keinen aus Südwest, aber wir haben ja zumindest mal aus 3 Regionalligen Spieler geholt. Ja, das stimmt. Und wir sind ja haben wir auch immer wieder gesagt, im Norden haben wir ja auch doch oft gescoutet, ne? Da sind ja doch auch öfter Spieler, Mika Clausen, Yannick Ehlers hergekommen. Da ist dann doch ein Augenmerk drauf. Da ist ja nur der Westen fällt so ein bisschen raus und der Südwesten. Bayern ist ja auch um die Ecke. Aber klar, da hat man einen größeren Spielerpool und dann kann man noch mal ein bisschen genauer gucken und hat hoffentlich jetzt eine schlagkräftige Mannschaft zusammengestellt mit ganz vielen Königstransfers. Nee, würdest du noch auf jemanden eingehen wollen? Also, mir fällt's halt wirklich auch schwer, im Detail die Leute zu bewerten, aber ich denke, wir haben einige gestandene Spieler auf jeden Fall geholt. Kapp, Stritzel, Angelberger natürlich auch, Kamm auf jeden Fall auch. Ramadan ist meinem Kollegen ziemlich aufgefallen, als er mal beim Spiel von Preußen war. Ich kann auch sagen, Quaisar hat ja bei Babelsberg gespielt, hat er auch eine super Saison gemacht. Über Skalatides müssen wir nicht viel Worte verlieren. Ich glaube, Skalatides spielt mittlerweile halt deutlich offensiver als früher, eher als Stürmer auch, Mhm. als 9. Er war ja früher eher so der Vorlagengeber. Das hat sich, glaube ich, echt verändert. Und du hattest ja auch schon den Mannschaftsrat angesprochen. Das sagt ja auch viel über die Hierarchie im Verein auf. Kapitän ist Cello, Marcel Beer Mhm. weiterhin. Vize direkt Skalatides. Ich habe noch einen Spieler, den ich noch mal hier erwähnen möchte aus der Liste. Hatten wir auch schon im Podcast, glaube ich, beim letzten Mal erwähnt, weil da schon die Verpflichtung feststand. Nils Lisek von Chemie Leipzig. Ein Derbyheld. Der Derbyheld, auch mit viel Erfahrung im zentralen Mittelfeld, in Kombi mit Willi Kamm, der dann doch 3 Jahre jünger ist, von Magdeburg. Aber den wollte ich noch mal gesagt haben bei dieser Aufzählung. Aber in 2, 3 Folgen können wir vielleicht wirklich dann auch mehr sagen, was jetzt aus diesen Wundertüten so wirklich rausgekommen ist. Ich finde es ja ganz reizvoll. Also, nochmal auf den Mannschaftsrat zu gucken, Martin Menne, Max Ulich, Kapp und Maxim Burkhardt sind drin. Also, damit ist eigentlich auch jeder, der geblieben ist, im Mannschaftsrat. Macht ja auch irgendwie Sinn. Aber also Ulich und Menne, wie würdest du das sehen, dass sie beide im Mannschaftsrat sind? Sagt das was aus oder nicht? Ich meine, wir hatten ja gerade schon die Frage, wie wir das Torhüter-Duo jetzt einschätzen würden. Ach, ich glaube, Martin Mennel ist einfach, wie ja eben schon erwähnt wurde, so eine wichtige Stütze des Vereins, der Mannschaft. Der kann mit seiner Erfahrung gehört er in den Mannschaftsrat erstmal. Der ist ja gesetzt, würde ich sagen. Und Max Ulig verkörpert dann natürlich die junge Generation. Er ist ja noch wirklich jung mit Maxim Burkhardt, die beiden Jüngsten, der dann die junge Generation präsentiert und dann auch ja einen, der aus unserem Nachwuchsleistungszentrum zumindest es wirklich in die erste Mannschaft geschafft hat, jetzt durch Verletzungen relativ wenig Spiele machen konnte, aber vielleicht auch, und da haben wir eben im Vorgespräch mit den Zuschauern schon gesprochen, für alle als Transparenz,
dass wir da gesagt haben, dass ja aus unserem Nachwuchsleistungszentrum relativ wenig Spieler im Profikader ankommen. Und Max Uhlig kann da eben als Vorbild dienen. Und ja, kann ja auch so ein bisschen was wie so ein Martin Mendel auch mental Nachfolger sein. Eigentlich noch mal mehr, weil er ja auch aus dem Erzgebirge kommt und dann noch mal auch wirklich aus dem Fanherzen, aus der Kurve kommt. Das ist natürlich auch noch mal was ganz Spezielles. Also, ich glaube erstmal, dass es was ganz Besonderes ist, dass du so 'n Spieler hast, der von der, weiß ich nicht, von der U6 gefühlt, bis zum Profistar ist. Ich erinnere mich auch immer noch an das Gespräch, was wir mit ihm, in Nordirland hatten, wie wir dann noch mit ihm da gescherzt haben: „Ja, ist ja heute nicht so wichtig, wie wir da gespielt haben.“ „Nö, ja doch. Ja, ich wurde dann auch schon schön belappt von den Leuten da im Block. Ich kenne da jeden“, und also das ist einfach auch noch mal 'n richtig guter Typ. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und Maxim Burkhardt will ich da auch noch mal erwähnen, der ist jetzt noch nach seiner schweren Verletzung jetzt zurückgekommen, hat sich ja wirklich da durchgekämpft und ist, glaube ich, auch so 'n äh, Mentalitätsmonster, der wirklich immer viel gibt, reinhaut. Ähm, und den hatten wir ja dann auch damals, erinnere ich mich noch, an einem Februartag in Bielefeld bei Eiseskälte hatten wir im Interview dann nach dem Spiel, wo er sein erstes Profitor gemacht hat, wir aber leider 3:1 oder 2:1 verloren hatten. 3:1. Ergebnisse und das war ja auch so 'n Kipppunktspiel in der Saison, wo wir dann, nicht mehr ja, danach nicht mehr ins Rollen gekommen sind und keine Punkte mehr geholt haben. Der berühmt-berüchtigte Alubär. Genau, 5-mal Pfosten oder Latte in aufeinanderfolgenden Spielen. Und da waren wir auf gleicher Höhe mit Bielefeld. Die gehen hoch und wir schaffen's nicht. Vielleicht auch noch mal zu den, Spielern, die den Verein verlassen haben. Was ist denn für dich der Spieler, der am meisten wehtut? Schwierige Frage. Ich würde fast doch unpopuläre Meinung jetzt, aber ich würde fast Erik Uhlmann sagen, weil er flexibel ist. Kann mehrere Positionen spielen, sowohl defensives Mittelfeld als auch offensives Mittelfeld, als auch notfalls Innenverteidigung. Und er hat ja davor in der Saison bei Hannover 2 wirklich gut performt und da hätte ich mir gewünscht, dass er noch mal 'ne Chance bekommt, um das zeigen zu können. Er ist bis jetzt auch vereinslos. Vielleicht war aber auch von seiner Seite gar kein Interesse mehr daran oder vom Verein keine Interesse dran. Was ist denn dein Spieler, den du am meisten Na jetzt ja, vermisst? also ich glaube, wenn ich jetzt Schubitica wäre, wäre ich zum Beispiel von Luis Lord enttäuscht, weil der hat ihm noch mal 'ne Riesenchance gegeben und ihn reingeschmissen, und es wurde kommunikativ ja vorbereitet, dass er bleiben soll. Also, da wäre ich jetzt als Verein wirklich enttäuscht von, genauso auch von Weinhauer, wo man halt sehen konnte, er hatte vielleicht nicht die Qualität für die Regionalliga, für die, 3. Liga, aber für die Regionalliga wäre er 'n überragender, Spieler. Und, zu beiden vielleicht auch noch mal als Hintergrund: Ich habe ja mit einem Podcast über Linz, mit Blau-Weiß Linz, und für einen Podcast, mit Fortuna Düsseldorf da jeweils 'ne Einschätzung abgeben, dürfen und mich deshalb dann noch mal 'n bisschen mehr beschäftigt. Und, zu Weinhauer ist die Info, die ich da von denen bekommen habe, ja, das war relativ spontan, weil die einen anderen Spieler jetzt, verkauft haben. Und, Blau-Weiß Linz ist natürlich 'n interessanter Verein, weil sie wieder aufsteigen wollen. Aufsteigen aus der 2. Liga in Österreich halt in die, Bundesliga wieder zurück. Und ich glaube, ähnlich verhält sich das auch mit Louis Lord. Louis Lord hat einfach den Anspruch, 3. Liga zu spielen und vielleicht auch die Idee mit Fortuna Düsseldorf: „Kann ich in die 2. Liga aufsteigen, und mit Aue spiele ich halt erst mal in der Regionalliga.“ Und du weißt ja auch nicht, ob man wieder sofort aufsteigt. Das muss man ja auch sagen, wenn man so den Blick auf die kommende Saison, das ist ja dann auch, wenn du nicht noch irgendwas hast, unser nächster Punkt. Wer sind so unsere direkten Konkurrenten? Wie sieht so der Spielplan aus? Das wird ja schon wirklich eine heiß umkämpfte Saison nächstes Jahr werden. Aber also, ich kann es bei den beiden halt am wenigsten verstehen, weil ihnen wirklich auch 'n Angebot gemacht wurde, sagen wir mal, denen wurde sehr weit entgegengekommen. Und bei anderen Spielern hatte ich auch nicht das Gefühl unbedingt, dass man daran gelegen war, dass die bleiben. Also, Stefaniak, kannst du vielleicht auch noch mal was zu sagen? Stefaniak, hatte ja anscheinend auch 'n Angebot, wenn man den Informationen, aus den Zeitungen halt glauben kann.
Und das Gegenteil dazu ist natürlich Guttau und Malone, das wurde ja auch schon hier im Vorgespräch angesprochen, dass die dann beide in die zweite Liga gewechselt sind. Genau, zu Stefaniak sage ich erst was und dann erinnere mich daran, dass ich noch was zu Lord sagen will, weil ich das 'n bisschen anders noch mal einschätzen würde. Ja, Stefaniak, ich meine, der hat das Angebot gehabt. Wahrscheinlich, also ich vermute mal einfach, dass es zu den Konditionen ihm nicht gepasst hat. Das würde ich jetzt mal sagen. Er hat ja auch einfach schon durch seine etwas längere Karriere und auch seine Zeit beim VfL Wolfsburg sicherlich auch ein gewisses finanzielles Polster, denke ich mal, auch wenn er ja durchaus ja, von einigen Sportfunktionären oder Trainer, ich weiß gar nicht, wer es genau war, betitelt wurde, also sehr negativ beschrieben wurde, was ihn so angeht und man jetzt ja nicht so richtig weiß, wie er mit seinem Geld umgegangen ist. Ähm, und ich glaube, dann hat er aber eben jetzt gerade trotzdem noch die Möglichkeit, so ein bisschen auszuwählen und möglicherweise zu gucken, kommt nicht noch in 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wochen bis zur Halbserie irgendwann ein Verein aus der dritten Liga oder der Regionalliga ins Schlingern und sucht noch mal irgendwie einen Spieler und dass er dann da noch mal unterkommen kann. Und ich selber, das ist jetzt keine Überraschung, das wissen die Hörer des Podcasts, bin jetzt nicht traurig darum, dass er nicht mehr bei uns im Verein spielt. Gerade auch die Standards waren ja, sprach ich ja vor wenigen Minuten an, die hat er ja auch letzte Saison geschossen und das war ja wirklich auch sehr schlecht. Zu Louis Lord noch mal. Der hat natürlich am Ende gespielt, aber der hat natürlich auch am Anfang der Rückserie oder Ende der Hinserie, Anfang der Rückserie, als er spielen konnte, ist er dann ja wieder ins zweite Glied zurückgerückt, nachdem er da seine Patzer hatte, die ich ihm aber auch zugestehe, und dann ist er wieder ins zweite Glied zurückgerückt. Das kann natürlich sein, dass da auch irgendwie ein bisschen Vertrauen verloren gegangen ist, wobei man das ja auch unter dem Stern der vielen Trainer in der Rückrunde sehen muss. Und ich glaube einfach, der will höher hinaus. Der tut sich nicht noch mal 'ne Regionalligasaison an und ist dann ja, bei Düsseldorf untergekommen. Ich persönlich hätte mir ja sogar vorstellen können, dass ein ambitionierter nein, ein Zweitligist vielleicht ihn sogar holt, weil da schon Potenzial zu sehen ist, auch wenn Mhm. er Patzer gemacht hat. Ähm, ja. Also ich finde es ja, ich finde es ja insofern überraschend, dass er sich überhaupt in Aue mal so durchgesetzt hat. Wir müssen ja noch mal die Geschichte aufrollen. Also, es lag ja daran, Einschulung, ne, von Martin Mennels zweitem Sohn. Max Ulich spielt, verletzt sich, ist dann lange verletzt und dann kommt Louis Lord überhaupt erst mal in die Position, zweiter Torwart zu sein. Dann verletzt sich Mennel noch mal am Ende der Rückrunde und dann spielt sich Lord irgendwie da fest, ne, in der Mannschaft. Und dann hatte Hertel aber auch in der Rückrunde ähm, nicht den Mut, dauerhaft auf ihn zu setzen. Und es sah dann ja auch schlecht aus, weil Martin Mennel ja dann noch länger als erwartet verletzt war. Und deshalb sah es ja dann auch so ein bisschen so aus, als ob er dann eben deklassiert wird. Aber gerade für Schubitica muss man schon sagen, die haben auf ihn gesetzt. Die haben ihn wirklich auf ihn gesetzt und ihn stark gemacht. Und es war dann ja abgesprochen, dass jeder seine Spieler dann am Ende noch bekommen hat. Ja, das war dann der Versuch des Wärmens, aber ich glaube, da ist dann der sportliche Ehrgeiz und die Zukunft dann vielleicht eben höher und ich würde ihm das jetzt nicht ganz so schief ansehen. Kommt immer 'n bisschen drauf an, das wissen wir ja nie, wie die Kommunikation intern war. Wenn er aber schon gesagt hat, intern: „Ja, also, wenn ich 'nen Drittligaangebot bekomme, dann gehe ich", dann und Schubedice gesagt hat: „Ja, das ist okay, aber wir geben dir trotzdem die Chance, weil es kann ja sein, dass du kein Angebot bekommst und dann möchten wir dich behalten." Dann kann ich das verstehen. Und andererseits noch mal von hintenrum gebunden, wenn man jetzt in 'ne Regionalligasaison mit 3 so guten Torhütern geht oder potenziell guten Torhütern, ist das natürlich auch 'n Überangebot, wo man sich fragen muss: „Kann man sich das leisten?" Ne, 'n Mähnl, 'n Lord, 'n Ulich, ohne jetzt zu wissen, wie die Verträge von Lord und Ulich genau sehen und sahen, aber das muss man da als sportliche Leitung auch irgendwo sehen, dass man sagt, einer von den dreien ist dann möglicherweise nicht mehr dabei. Mhm. Ja, jetzt musst du noch die Energie Cottbus-Frage beantworten. Welche Energie Cottbus? Ja, das jetzt Ach so, Guter und Guter und Malone. Wechsel von Guter und Malone zu Energie Cottbus. Ja, sehr Ja, überraschend. sehr überraschend. Ja, also Julian Guter ist ein Wahnsinnsfußballer. Ich glaube, der ist so begnadet, das kann man wirklich sagen. Der
von dem, was er könnte, wird er sicherlich ein Bundesligaspieler sein. Er ist aber halt super verletzungsanfällig. Das muss man natürlich sagen. Und ich glaube schon, dass es war ja auch kolportiert, dass er bei 60 wieder im Gespräch war. Da hat sich natürlich auch die Lizenzsituation dann ergeben, dass sie dann keine Lizenz mehr bekamen, natürlich. Und dann, glaube ich eigentlich, dass ähm, Cottbus 'ne gute Anlaufstelle für ihn ist. Er ist ja hier so im Ostfußball auch verwurzelt, ja, aus, Halle kommt, und dementsprechend passt er da hin. Ich glaube, der kann auch was bewirken. Pele Wollitz ist auf jeden Fall auch jemand, der so einen Spieler stark machen kann und, Da denke ja, ich zum Beispiel mal an Cigerci. Cigerci war überall anders 'n mittelmäßiger Kicker und hatte wirklich seine, ja, wie sagt man das auf Neudeutsch, seine Prime, seine überragende Zeit ja. jetzt in Cottbus. Ja, und auch Cigerci ist auch älter und, verletzungsanfälliger und kann dann auch sein, dass mal, dann eben, äh dass dann Guttau eben einspringen muss. Und, das ist, glaube ich, 'n guter Transfer, je nachdem, zu welchen Konditionen sie ihn bekommen haben. Ist auch immer so 'ne Frage. Aber das können wir immer nur spekulieren. Bei Ryan Malone kam wie Kai aus der Kiste, wie man so sagt, ne? Auf einmal war er, bei Energie Cottbus und man war vollkommen überrascht, dass er in Deutschland bleibt. Das ist jetzt nicht so für mich verwunderlich. Jetzt hat er jetzt seinen Lebensmittelpunkt gefunden, seinen sportlichen Lebensmittelpunkt und ich bin mir auch sicher, dass man in Deutschland einfach auch in der 2., 3. Liga deutlich mehr Geld verdienen kann als in der USA, wenn man nicht grade in der MLS spielt. Ähm, Seine aber Kinder sollen ja auch in die Schule, glaube genau, ich. Kinder sollen in die Schule Ja. und dann glaube ich, einfach, dass auch da wieder der, Pele Wollitz 'n guter Mann ist, so jemanden gut zu händeln und, wir haben ja auch schon eben, darüber diskutiert, dass er ja im letzten Testspiel von Cottbus auch für 10 Minuten eingewechselt wurde und einfach in 'n Sturm gestellt wurde und das kann ich mir halt auch vorstellen. Vorne in die Spitze, kopfballstarker Spieler, bringt noch mal Unruhe und kann auch noch mal mit seinen Einwürfen was bewirken, wenn man das vielleicht auch noch cleverer einsetzt als bei uns in der letzten Saison, weil Einwürfe zähle ich jetzt zu Standards und ich glaube, an Standards letztes Jahr hat's bei uns gehapert, da ist nicht so viel so gut gelaufen. Ähm, und dann muss Cottbus eben auch schauen, dass sie irgendwie, Spieler verpflichten können. Die haben ja auch nicht das riesenfinanzielle den riesenfinanziellen Spielraum und da ist er dann 'n guter Spieler. Auch wenn wir natürlich enttäuscht von ihm sind in der letzten Saison. Mhm. Aber ich kann das aus Cottbuser Sicht kann ich das nachvollziehen. Du hast grade ja noch mal was angesprochen, 1860 München. Da sind wir jetzt ja, auch irgendwie drüber hinweggegangen, ne? Wie war denn für dich diese Woche, als der Lizenzentzug oder die Nichtlizenzierung für 1860, ähm, kam? Ja, also erstmal fand ich das erste, was so war beeindruckend in dem Sinne, wie die Fans das dort gefeiert haben. Das fand ich sehr spektakulär, wenn die da mit ihrem, „Wir wollen nicht das Geld von 'nem Scheich“ und so weiter, einerseits sehr stark im Mittelpunkt waren und da mit ihrem Verein umgegangen sind und dann war das ja irgendwie sehr komisch, ne? Also, muss man ja auch wirklich sagen. Ich habe aber ehrlich gesagt nie richtig die Hoffnung gehabt, dass wir dann noch mal wieder die 3. Liga durch diesen Lizenzentzug spielen können in der nächsten Saison. Und irgendwie wir hätten's auch nicht verdient gehabt. Das Mhm. muss man auch sagen. Wir haben einfach wirklich schlecht gespielt letztes Jahr. Wir hätten das locker schaffen können und hätte sich falsch angefühlt. Es wäre nicht verdient gewesen. Natürlich, andererseits, wenn wir diese Lizenz bekommen hätten, dann hätten wir sie nehmen müssen. Das wäre ja aus Vereinssicht, gar keine Frage. Das muss man ja Also, machen. ich muss dir ehrlich sagen, als ich diese Gerüchte erst mal gehört habe, Havelse macht das nicht und so und was dann für 'ne Ente da entstanden ist. Also, ich glaube, das liegt auch ganz stark an der Medienberichterstattung. Also, wenn ich noch mal, an ein Boulevardblatt zum Beispiel denke, die das dann auch so geschrieben haben: „Ja, sie antworten da nicht so richtig drauf.“ aber sie haben's ja vorher nie de facto gesagt, dass sie's nicht machen würden, dass Havelse die Lizenz nicht bekommt. Aber es haben mich Leute von Gott weiß woher angeschrieben. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt. Die so: „Was ist denn los?“ Dieses: Was ist denn das los? Wir haben eine Scheiße uns zusammengespielt und, also, an dem Abend, das war ja so 'n Mittwoch, da habe ich auch gedacht: „Ey, geil, wir spielen 3. Liga.“ Wir haben zwar keinen Kader und nix, aber alleine mal, so 'n bisschen gewürfelte Mannschaft spielen, das wird doch was. Das wird doch lustig über die in der 3. Liga weiter. Aber dann, ja, das ging ja dann auch relativ schnell, dass Havelse gesagt hat: „Wir machen das jetzt.“ Aber ich glaube, dass das für Havelse, auf Dauer, natürlich nix wird.
Sie haben sich schon dieses Jahr nicht halten können. Woher soll die Qualität in der Mannschaft herkommen, um Drittliga-Fundament zu haben? Aber für uns wäre es auch nochmal extrem schwierig gewesen, weil wir bis dahin ja wirklich nur Regionalligaspieler verpflichtet hatten. Und ich glaube auch beim einzigen, wo es wirklich schon feststand, dass er bleibt, war damals Marcel Bär, ne? An Spielern. Also da war jetzt noch nicht so viel von uns, auch von ehemaligen Spielern, die sich das dann nochmal überlegt hätten. Ja, also ich glaube, das hast du recht gut beschrieben. Ich sehe das mit Harvey so ein bisschen anders im Sinne von, dass die schon auch gute Arbeit leisten. Und vielleicht hätten sie ja auch mal irgendwann ihre Stadionproblematik in den Griff bekommen. Das ist ja der Hauptpunkt. Ähm, aber Übrigens, Havelse, überragendes Stadion, das Heimstadion. Wirklich ein richtig schöner Sportplatz. Aber ein Problem gibt's. keine Presseplätze. Nein. Nein, das war doch unser Lieblingsthema mit der Wurst. Ach so, Toastbrot bei der Wurst. Toastbrot bei der Wurst geht natürlich nicht. Das ist natürlich eine Vollkatastrophe. Nein, aber du beschreibst das schon richtig. Es ist einfach, es wäre sehr schwer geworden, da eine gute Mannschaft noch hinzustellen, weil bis dahin sind ja schon viele Gespräche gelaufen. Ja, willst du direkt was sagen, wenn du am Platz zurück bist, oder? Nein, ja, dann legen wir gleich mal los. Ja, natürlich habe ich noch mal eine Frage an euch. Und zwar finde ich ja die Stadionsituation bei uns sehr, sehr vorteilhaft. Wie denkt ihr darüber nach? Weil es werden ja viele Spiele ausfallen in der Wintersaison. Mhm. Jetzt haben wir eine lange Pause. Wie denkt ihr darüber nach? Weil ich denke mal, das ist ein sehr großer Vorteil für uns. Wir können die Spiele durchziehen. Kommt natürlich darauf an, da habe ich mich noch nicht mit befasst, wie die Auswärtsspiele sind in der Winterzeit. Ja. Kann ich direkt antworten. Es ist nicht vorgeschrieben, dass du eine Rasenheizung hast in der Regionalliga Nordost. Es gibt viele Vereine, die haben eine. Natürlich in den neuen Stadien. Halle, Cottbus hat natürlich auch eine Rasenheizung, als sie noch Regionalliga Nordost gespielt haben. Jena hat eine Rasenheizung. Und bei Jena kann man es einfach mal an dem Beispiel ganz klar machen. Jena hat das in der Regionalliga Nordost angemacht und für die Frauenbundesliga nicht. Es ist für beide nicht vorgeschrieben. Es kostet unglaublich viel Geld. Und deshalb wird es Vereine geben, die es machen und Vereine, die es nicht machen. Und das hängt dann gar nicht mal damit zusammen, ob sie eine Rasenheizung haben oder nicht. Es geht ganz viel ums Geld. Und ich glaube einfach, in Aue braucht man die Rasenheizung wahrscheinlich bis März. Und sie wird auch immer vorsorglich an sein, wenn es wirklich mal dann auch schlagartig runtergeht vom Wetter. Ja, der Spielbetrieb ist ja einfach im Winter nicht vorstellbar ohne die Rasenheizung. Und ich habe jetzt auch immer, es ist ein sehr subjektives Gefühl, aber ich habe auch immer das Gefühl, dass gefühlt unsere Rasenheizung 10-mal besser funktioniert als in anderen Stadien, wo es wirklich gar nicht so kalt ist. Aber es kommt einem dann immer gefühlt da schlimmer vor. Ich weiß nicht, wie viele Spiele sind denn wirklich mal im Winter abgesagt worden? 1, 2. Also wo es dann auch wirklich am Spieltag geschneit hat oder das Köln-Spiel damals. Ja, das ist ja dann, Bochum-Spiel, wo die Erzgebirgsbahn nicht mehr fuhr. das sind ja dann eher die Zufahrtswege, die dann die Problematik Ja. sind, wenn sie verschneit sind. Das ist klar, ist aber eine spannende Frage auf jeden Fall. Denn ich habe jetzt gerade mal reingeguckt, dann kann ich auch noch mal gleich sagen, welche Spiele so im Winter stattfinden oder nicht stattfinden. Es ist ja schon so, dass das ja insgesamt etwas verändert an einem Trainingsrhythmus, an einem Formaufbau oder an der Winterpause allgemein. Und da muss ich das ist halt Regionalliga. Das ist ein Unterschied zur dritten Liga und da muss sich der Verein jetzt eben anpassen und herausfinden, wie gehen sie damit am besten um. Und dann sind halt hier zum Beispiel im Dezember, da spielen wir erstmal zu Hause aber dann spielen wir wo haben wir es hier, beim BFC, ne? Rasenheizung, Martin, du als alter Berlin-Kenner, BFC Dynamo Hat keiner. hat keine. So, dann haben wir Heimspiel, dann haben wir Auswärtsspiel bei Preußen, dann ist das im Februar auch wahrscheinlich schwierig. Das macht natürlich auch was mit dem Spielplan und vor allen Dingen auch mit dem, wie unsere Gegner spielen können oder nicht können. Und dann kann es natürlich sein, dass wir entweder irgendwie in der Tabellenspitze sind und wir sind gefühlt schon enteilt, aber die anderen haben noch 3, 4 Nachholspiele und unser Vorsprung von 2 Punkten ist gar nicht so groß. So. Oder halt andersrum. Also es gibt immer Möglichkeiten, die man da bedenken muss und Ist das wird eine schon super spannend. spannende Frage. Ich habe auch noch einen anderen Punkt. Du hast gerade Berlin genannt. Berlin ist dafür bekannt, die
Spielstätten sind meistens in der Hand von der Stadt, also und dann von der Bezirksverwaltung. Und die Bezirksverwaltung sperrt die Dinger total häufig. Also in Berlin ist das ja gefühlt, fällt, wenn da 2 Zentimeter Schnee sind, fällt alles aus. Also Berlin ist einfach sehr, sehr, sehr restriktiv mit dem ganzen Handhaben. Und das hat jetzt nicht nur was damit zu tun, dass die Vereine nicht Eigentümer sind und im Prinzip ja auch noch nicht mal Betreiber oder Pächter. Das hat einfach was damit zu tun, dass die Ämter da sehr restriktiv sind. Und ich glaube, im Erzgebirgskreis wird das Landratsamt alles machen, damit hier ein Spiel stattfinden kann. Und da wäre das die letzte Option, so ein Spiel abzusagen. Also das ist, glaube ich, auch eine andere Mentalität, die da besteht. Und man hat auch Ja. manchmal das Gefühl, anderswo sind die Leute keinen Winter mehr gewöhnt. So, man denkt so, ja, es kommt eh nicht so hart. Oder auch mal Babelsberg, ich wohne ja in Potsdam. Bis März ist der Boden im Karl-Liebknecht-Stadion hart. Wenn es nachts gefroren hat, das ist in so einer Senke, das friert ein, das taut nicht. Da gibt es harte Stellen auf dem Platz. Wir spielen zum Glück erst in Babelsberg im März, aber das betrifft auch einige Berliner Stadien vor allen Dingen, wo das am schlechtesten ist, würde ich sagen. Ja, Lok und Chemie natürlich auch alte Stadien. Ja, wahrscheinlich einfacher ist es dann in den neueren Dingern. Ja, Zwickau und Chemnitz ist eh nicht so schlimm, da spielen wir im Sommer. Aber jetzt zum Beispiel Halle oder so, da wäre es jetzt auch kein Problem. Die haben auch eine Rasenheizung, wenn sie es wirklich wollen. Oder Jena. Mhm. Genau. Ich weiß auch nicht, ob deine Frage nur auf diese Rasenthematik oder Winterpausenthematik abzielte, aber du hast ja auch steckt ja auch da drin, dass wir sowieso mit unserem Stadion hier, mit dem Stadionumbau, der damals getätigt wurde, ist ja schon ein paar Jahre her, auch wirklich was Gutes gemacht haben. Da ist die Infrastruktur wirklich jetzt gut, die kann man nutzen. Das ist kein Vergleich zu dem alten Stadion. Das ist natürlich auch ein Vorteil für uns. Ja, natürlich. Also ich sag mal, mit diesem Stadion gehörst du nicht in die 4. Liga. Also es ist viel zu wenig. Ne? Und deswegen gehe ich ganz stark davon aus, dass wir eine sehr gute Rolle spielen werden. Ja, und ich bin auch am Fördertor mit beteiligt gewesen, in der Arbeitsgruppe, Entwicklungsgruppe damals beim Umbau. Und das wird auf jeden Fall passen. Aber ich sage mal, es gibt den Vorteil im Winter, weil wir halt das Stadion haben mit der Rasenheizung. Und ich glaube, da werden wir auch diese vielleicht wichtigen Punkte, die uns dann vielleicht noch nach vorne bringen, werden wir dann in dieser Zeit dann holen. Und darum ging es mir auch. Ne? Mir fällt noch gerade was anderes ein, das Training. Also als es letztes Jahr so kalt war, sind die ja bei RB Leipzig trainieren gegangen, von Erfurt teilweise aus, weil sie da keine Trainingsfazilitäten haben, oder wie sagt man das auf Deutsch, Ja, Trainingszentren hatten und ja. alles. Da hat, glaube ich, aber zwischendurch Lok, Chemie und, oder habe ich sogar Rot-Weiß Erfurt, die dann bei RB dann trainiert haben, teilweise so ein bisschen heimlich. Aber das ist auch was, was hier natürlich einfach mal nicht notwendig ist, weil man das ganze Jahr einigermaßen brauchbare Trainingsplätze hat. Und du hast natürlich auch recht noch in dem Punkt, dass man sagen muss, die Mannschaften, die dann zu uns kommen, die haben vielleicht dann 2 Wochen, 3 Wochen lang nicht gespielt, weil deren eigenen Heimspiele ausgefallen sind. Das Auswärtsspiel auch noch, was je nachdem wie der Spielplan liegt. Und diese Trainingsschwierigkeiten hatten und die richtigen Trainingsplätze zu bekommen, das ist natürlich ein Vorteil. Ja, das kommt auch noch mal da hinzu, dass die Mannschaften nicht im Wettbewerbsbetrieb sind. Ja. Gut, wir schauen mal auf die ersten, ich glaube, du hast uns die ersten 6 Spiele rausgesucht. Auf jeden Fall sehr Berlin-lastig. Genau, wir starten erst mal bei Alt-Glienicke am 25.07. um 14:30 Uhr gleich 'n richtiger, ja, Kräftemessen, 'n richtiger erster Test. Die haben ja dann mit John Antonio Brooks und dem Bruder von Zigerci und Tolga. Tolga, mit Barilla, gut, auch noch 'n erfahrenen Spieler und ich glaube noch einen von Karlsruhe, so 'n jungen Spieler, wo man auch überrascht war, dass der dorthin wechselte. Also, die können möglicherweise eine wirkliche Rolle spielen und sind dann schon Test. Vorteil haben wir ja schon besprochen. Es ist das erste Spiel für alle, das erste Pflichtspiel. Vielleicht sind sie noch nicht so eingespielt. Dann spielen wir auswärts bei Tasmania Berlin an einem Freitagabend. Da hat mich Martin schon vorgewarnt. Ja, in der Regionalliga in Berlin wirst du öfter am Freitag oder in der Regionalliga wirst du öfter mal am Freitagabend spielen. Ist 19 auch wirklich erstmal von der Anreise, glaube ich, 'n Problem, sodass Leute den Feierabendverkehr unterschätzen und damit reinfahren. Also, wirst du im Erzgebirge mittags losfahren müssen. Also,
denke nicht, dass du mit 3 Stunden, 4 Stunden auskommst. Tasmania geht's noch, da musst du nicht so ganz weit in Norden, auch wenn du jetzt zu BFC fährst, musst du ja auch noch ewig weit rum in Berlin. Der Werner-Seen-Binderpark dürfen sie jetzt auch wieder spielen, haben sie ja letztes Mal nicht Regionalliga gespielt. Auf jeden Fall auch ein schönes Ding, war auch schon da. Und ich war beim letzten Spiel bei denen in der Oberliga. Hm. 5-0 gegen Malsdorf haben sie gewonnen. Okay. Dann geht's weiter mit den Berliner Wochen sozusagen, aber in 'nem Heimspiele für uns gegen BFC am Donnerstagabend und dann am Sonntag gleich gegen BFC Preußen, also 'ne englische Woche. Und dann gibt's das große Schaulaufen in Chemnitz gegen den CFC am 15.8. Und dann haben wir schon, glaube ich, echt so 'n Blick darauf, wo unsere Mannschaft steht, was sie können. Da sind schon mit Alten Glienicke und dem CFC schon 2 Mannschaften dabei, die auf jeden Fall uns wehtun können. Und dann spielen wir ja im DFB-Pokal gegen die TSG Hoffenheim zu Hause. Haben wir vorher schon so 'n bisschen drüber gesprochen. Es könnte sogar so 'n Verein sein, den wir zum Stolpern bringen können, weil wir schon im Wettkampf sind, die noch nicht, mit 'n paar WM-Fahrern. Da ist auch wissen wir, die Fanbasis ist nicht groß. Da ist dann der Druck nicht so hinterher. Ja, wäre natürlich schön und wenn wir da noch 'ne Runde weiterkommen. Und das ist dann der Start eben im Juli und August. Fängt schon richtig früh an, wie wir festgestellt haben. Ich Und finde dann es aber gerade mit dem DFB-Pokal sehr reizvoll, weil entweder laufen die ersten 5 Spiele richtig gut und wir sind in so 'nem Flow, wo wir auch alle sagen: „Ja, gegen Hoffenheim haben wir mal 'ne Chance." Und das Stadion wird auch voll. Also, es ist ja auch noch mal so, du musst jetzt ja auch sehen, bis Mitte August sind Ferien. Das ist für manche Leute schwierig zu kommen, aber auf der anderen Seite kann natürlich auch der sportliche Erfolg Leuten helfen zu sagen: „Ja, Donnerstagabend, das ist eh Ferien. Ich bin zu Hause, dann gehe ich halt mal ins Erzgebirgsstadion und unterstütze meinen Verein." gegen den BFC Dynamo, ne, am Ja. Donnerstagabend. Also, ich glaube, das hat auch alles immer Vor und Nachteile. Das mit der Einstellung haben wir ja schon gesagt, 15.8. haben wir wieder das Thema erster Schultag in Sachsen. Hoffentlich hat keiner unserer Spieler ein Kind, was eingeschult wird. Ja, ich glaube, die sind alle ein bisschen zu jung, die Kinder, ne? Aber jetzt das Kind von Ryan Malone wird eingeschult. Ja, Ist ja nicht mehr bei uns. Ja. wann spielt Cottbus? Ja, wir haben ja schon ein bisschen über das Auftaktprogramm gesprochen und du hattest ja auch rausgesucht, was jetzt mal ohne in deine Notizen zu gucken, was ist denn für dich der größte Gegner? Ich würde fast sagen, der FSV Zwickau, überraschenderweise, weil die wirklich 'ne gute Saison letztes Jahr gespielt haben. Die waren im Pokalfinale auch, also, man hat gesehen in Ansätzen, warum sie so gut gespielt haben, und sie haben den Großteil ihrer Spieler beisammen behalten. Altenlienecke hat viel Neue dazu bekommen. Ähm, Jena hat auch 'n bisschen 'nen Wechsel drin gehabt. Lok hat auch mit dem Maderer halt eben ihren Topstürmer oder zumindest einen der Topstürmer verloren. Ich glaube tatsächlich, es ist der FSV Zwickau. Und du? Ja, ich sage natürlich aus alter Verbundenheit, ich habe ja da mal gewohnt, immer der FCC. Also, Carl Zeiss Jena ist für mich jedes Jahr so 'n Aufstiegskandidat. Ich habe es ja auch die letzten Jahre immer verfolgt. Es hat dann auch oft einfach nicht mehr gereicht, ne? Die haben jetzt nie 'ne richtig schlechte Saison. Die machen sich, glaube ich, immer viel Hoffnungen. Natürlich mit unserem ehemaligen Spieler, auch mit Elias Löder, den sie jetzt ja noch mal von Ulm Stimmt. zurückgeholt haben. Ja, das kann schon laufen. Aber man darf natürlich sicherlich nicht unterschätzen, es gibt halt 'n paar Truppen, die sind deutlich eingespielter als wir oder halt nicht so zusammengewürfelt wie Alt-Glienicke. Und da sagt man ja jedes Jahr bei Alt-Glienicke sagt man auch gefühlt jedes Jahr oder jede 2 Jahre, dass die aufsteigen. Also, das ist auch so der typische Verein, der immer fällt, wenn's um 'nen Verein geht, der mal irgendwie überraschen könnte. Vielleicht sollten wir noch mal Halle nennen, hat sie auch aufgeschrieben. Halle ist, glaube ich, auch irgendwann mal stark und ja, aber jetzt natürlich auch mittlerweile schon 2 Jahre in der Ja. Regionalliga. Ähm, ja, das ist schwierig und bei uns ist halt wirklich die Frage, wie gut passt das Team zusammen? Und vielleicht auch die Frage, die man auch noch stellen muss: Wie gut ist unser Trainer? So, um nicht das ganz große Fass aufzumachen, aber
wir waren ja doch schon auch ein bisschen überrascht, dass Schupetice das dann übernommen hat oder die Verantwortung bekommen hat. Da haben wir ja schon Diskussionen gehabt. Ich glaube schon, dass er ein guter Trainer sein kann. Es gibt da verschiedene Gründe, die das zeigen oder auch einfach, dass es gut ist, wenn ein Trainer aus der Region kommt oder beziehungsweise sich auskennt, selber der Spieler war. Aber dieses kleine Fragezeichen muss man vielleicht auch noch hinzusetzen. Wir haben ja jetzt auch einen neuen, Nachwuchsleiter, das können wir auch noch mal kurz, an der Stelle, sagen, mit, Björn Littfer, der war Trainer bei Greifswald. Damit hätte Mhm. man ja auch zumindest mal einen Backup-Coach jetzt wieder. Weil ich mich gerade erinnere, das hatte ich auch in der letzten Folge gesagt, dass ich das schwierig finde, dass man jetzt im eigenen Verein gar nicht, Mhm. 'ne Backup-Lösung hat, wenn es mal auch kurzfristig nicht funktioniert oder wenn jetzt mal, sagen wir mal, Schubitise wird jetzt krank oder sowas. Kann ja auch mal passieren. Aber wir hatten noch eine Frage aus dem, Publikum. Ja, eigentlich weniger eine Frage, nur mal eine Aussage von mir. Und zwar, es geht ja jetzt gerade, wie gut ist eine Mannschaft? Wie spielt sie zusammen? Wie macht man das? Wie gut ist der Trainer? Ich finde, Trainer, die können schon ein bisschen die Fäden ziehen. Aber wichtig ist es, als Team zusammenzuhalten. Schau dir die Spanier an, was die im Team zusammenspielen. Also Wahnsinn, ja. Und wenn du da eine Freundschaft entwickelst untereinander, dass du im Team schön zusammen einer für den anderen kämpfst, dann wird auch was draus. Und das wünsche ich mir auch wieder. Ja, das ist halt so das Richtige. Ja. Das sind, glaube ich, wirklich gute Worte, ne? Aber die Hoffnung haben wir auch und, ich glaube, unsere Fanseele braucht jetzt nach den letzten Jahren, die ja schon, sehr negativ verlaufen sind, aber die letzte Saison, die schon wirklich brutal enttäuschend war, brauchen wir ein bisschen was Positives, ein bisschen Balsam wieder, dass es wieder nach oben geht. Ich glaube, das Problem mit der letzten Saison ist auch einfach, ähm, wie schlecht sie dann auch ausgeklungen ist. Dass man wirklich zu keinem Zeitpunkt in der Rückrunde das Gefühl dann noch hatte, als Schubitize kam, dass es vielleicht noch reichen könnte. Ja, und einfach auch diese, Tarnath kommt da wird neu installiert, Hertha kriegt noch 'ne Chance, Dabrowski kommt dann, und dann eben, als dann Dabrowski auch nicht mehr der richtige Mann ist, so sage ich's jetzt mal platt, dann wird dann die Lösung von Matze Heidrich, die er schon damals vorgeschlagen hat, wird übernommen und, das ist wirklich dann noch mal dieser andere fade Beigeschmack. Und da würde ich jetzt noch mal das Schöne binden, dass hattest du ja eben bei der Auflistung gesagt der Neuzugänge, dass ja eben sein Sohn jetzt zu uns gewechselt ist und wir ja doch irgendwie mit Matze 'ne echte Verbindung haben. Und das zeigt mir doch, dass möglicherweise die Trauer, die bei Matze irgendwo drin steckt, dass die, zumindest jetzt der Sohn wechselt wir hin. Der, setzt vielleicht seine, Karriere sozusagen fort. Denn, ich glaube schon so das, was man so gehört hat, war es so, dass, ich mir sogar vorstellen könnte, dass Matze Heidrich seinem Sohn zu 'nem gewissen Zeitpunkt von einem Wechsel zur Aue abgeraten hätte. Mhm. Denn das war wirklich, eine Situation, mit der er lange zu kämpfen hatte. Vielleicht auch noch hat. Mhm. Aber Ich glaube aber auch, man darf nicht, also man muss das auch noch mal sehen, weiche Faktoren, ist heute ein großes Thema bei Wechseln. Die Schwiegerfamilie von Matze Heidrich, also die Großeltern von ihm, wohnen im Erzgebirge. Er hat ja auch von jung an irgendwie eine Beziehung zu dem Verein, auch wenn er jetzt in Aachen geboren ist, aber er ist ja auch immer irgendwie der Sohn von so einer Vereinsikone hier. Und, ich finde noch mal 'n ganz spannendes Detail. Matze Heidrich hat ja mal gesagt, ja, er macht die Spielerverträge für seinen Sohn selbst, aber jetzt hat er auch 'n Berater. Also, hm, zumindest scheint er den Transfer nicht gemacht zu haben, wobei natürlich auch jetzt mittlerweile sind die Regularien da auch schärfer geworden mit FIFA-Lizenz und so weiter. Aber das ist noch mal ein spannendes, Detail auf jeden Fall an der Stelle. War hm. jetzt nicht der Schlusspunkt? Nein, ich habe den Helge Leonhard schon im Augenwinkel gesehen. Ah. Wir machen nämlich noch was anderes heute. Es ist ja auch so ein bisschen 100. Folge und eigentlich hatte ich auch überlegt, nachzuzeichnen, wie weit eignet sich der Verein oder der Podcast, um die Entwicklung des Vereins nachzuvollziehen. Also, ich denke mal an die Abstiege von der zweiten Liga in die Regionalliga. Der Abstieg auf Raten, wie wir es letztes Mal genannt haben. Das machen wir jetzt aber nicht, sondern wir machen eine Kategorie, die ja auch immer ziemlich beliebt bei uns ist, die ja auch was Ironisches hat. Vielleicht
Weißt du, wie die Kategorie Helge der Woche überhaupt entstanden ist? Ist es rund um die Werdet Mütter Nee. Rede gewesen? War vor? Also, ich sage schon mal, du darfst mir gleich erklären, aber ich bin kein großer Freund der Helge der Woche-Kategorie, tatsächlich, weil ich da immer ziemliche Kopfschmerzen bekomme bei dem, was da so rumkommt und manchmal muss man auch sagen, in den letzten Monaten auch Sorgen, denn Helge Leonhard hat mit diesem Verein viele Verbindungen und hat vielleicht auch wieder an der einen oder anderen Stelle die Chance gesehen, in diesen Verein wieder stärker reinzukommen. Das ist jetzt auch noch nicht beendet, das ist halt ein Prozess, aber deswegen ist der Helge der Woche ist schwierig. Aber jetzt erklär mir, wann ist er eigentlich entstanden? Naja, also, es war einfach so ein Format, wo ich so dachte, also ich habe es mir mehr oder weniger ausgedacht, wo ich so dachte, womit kann man irgendwie ein Schmunzeln erzeugen, aber auch eine Kritik am Verein üben, die die meisten Leute verstehen. Also, ich glaube auch noch mal, um das klar zu sagen, es ging nie darum, sich nur irgendwie in Anführungsstrichen lustig zu machen, sondern immer auch eine Auseinandersetzung mit dem Gesagten, mit dem Führungsstil und auch mit dem, was es für den Verein bedeutet. Weil es gab halt eine Zeit unter Helge Leonhard, wo einfach nur über Boulevardmedien und über seine Social-Media-Accounts kommuniziert wurde. Und das ist auch was ich falsch finde, weil es einfach nicht zugänglich ist, weil es nicht professionell ist und weil es nicht dem entspricht, was ich unter einem Mitgliederverein verstehen würde. Bei all seinen Verdiensten, die er durchaus, für den Verein hat. Also, es ist auch immer viel zum Schmunzeln, ne? Zum Beispiel, wenn du stolz sein willst oder klug, dann frage dich immer, was dein Verein oder deine Firma für dich tun kann. Frage nicht, was deine Firma oder dein Verein für dich tun kann. Frage immer, was du für deinen Verein oder deine Firma tun kannst. Das ist natürlich der Mhm. kleine JF Kennedy, ja? Mhm. Also, und da, das sind so Sachen, die sind irgendwo lustig, aber natürlich machen die auch einen nachdenklich. Oder weißt du noch, was er über Mark Hensel gesagt hat? Ne? Er hat die Fähigkeiten, er kann zwar kein LKW fahren, hat nur einen Pkw-Führerschein, aber er ist in der Lage, den LKW zu fahren. Also, das ist ein Also, schönes Bild es ist ja über Trainer. ja, es ist ja auch schön, es steckt ja dahinter, die Leute dazu aufzurufen, etwas Illegales zu tun, weil er ja den LKW fahren kann, obwohl er keinen Führerschein dafür hat. Also, es ist auch ist interessant. Oder gut fand ich auch Timo Ross, da lief's ja auch gar nicht. Ich habe zu Timo gesagt: „Du bekommst den Befehl von mir, hart weiterzuarbeiten.“ Damit ist alles, gesagt. Das war, glaube ich, den Befehl zu siegen, hat er noch was gesagt Ja, oder ja. so. Ja, dieser militärische Jargon, der zieht sich bei ihm ja Oder immer wieder durch. territoriale Einschätzungen sind befangen. Müssen uns auf den bedingungslosen Kampf wie im Kriegsmodus umstellen. Carsten Müller hat den Parteiauftrag ausgeführt. Da war der Interimstrainer. Na, Und das ist auch von mir ein richtig krasses Zitat: „Wenn es hart auf hart kommt, wird die Mannschaft kaserniert.“ ja, das ist, Aber ich meine, es klingt jetzt Nachhinein ja auch noch mal lustiger, als es damals wirklich war. Es ging um die Existenz des Vereins. Ich glaube auch, das ist auch viel von seiner Motivation. Und, mit dem Kasernieren finde ich auch noch mal krass, wenn du überlegst, das war Corona-Saisons, wo sowieso Kontaktbeschränkungen gegolten ja, haben, wo die Spieler wie auf so 'ner Insel gelebt ja. haben. Ja, ja, es ist auf jeden Fall interessant. Da haben wir ja diese vielen militärischen Jargon mit drin und man muss ja schon sagen, das Fußballgeschäft ist ja manchmal also, grade das Kasernieren und da denke ich jetzt grade, an das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft. Da ist ja dann auch wird dann immer die Frage gestellt: „Wie sehr war es jetzt störend, dass die Frauen und die Kinder sie besucht haben oder Sonstiges?“ Und, das kann man ja einfach mal so wirken lassen. Das Spielerfrauen. ja, das kommt immer wieder, hinzu und bei ihm ist er natürlich sehr extrem, aber da muss man natürlich auch sagen, er ist einfach auch in einer etwas anderen Welt aufgewachsen. Die Das müssen wir uns auch überlegen hm, die und, zieht es halt durch und erheitert uns ein und das andere die Mal. Spielerfrauen, das ist ja auch noch 'n richtig großes Ding von ihm. Wenn ich einkaufen will, dann fahre ich nach Leipzig oder Dresden und die Mädels können dann dorthin fahren von den Spielern. Die können die Siegprämie mitnehmen und sich Handtaschen kaufen. Alles in Ordnung. Einem Profi ist es herzlich egal, ob er in Aue in Neapel spiele, solange das Konto stimme,
man könne auch hier herrlich im Wald trainieren. Also Standortvorteile, Standortnachteile hatten wir nochmal gesprochen. Also man muss natürlich immer sagen, das mit den Spielerfreundinnen, das finde ich wirklich, also das finde ich auch hart daneben, ehrlicherweise. Ich glaube, die Sache ist auch, mittlerweile kann man viel besser nachvollziehen, auch was das für die Frauen auch für eine, sagen wir in Anführungsstrichen, Einbuße ist oder Zumutung ist. Also ich denke nur mal in der letzten Saison, Louis Lords Freundin Kari war, glaube ich, relativ aktiv. Bei Ryan Malones Frau Kate sieht man auch viel. Also die Opfer, die da gebracht werden, sind schon hoch. Ja, oder halt auch, das ist mir jetzt sofort in Erinnerung bei Martin Mähnl, da hat ja Magenta damals zu seinem, wievielten Spiel war es, 500 irgendwas, dann haben sie ja so richtig groß aufgezogen und da war Doreen ja damals, glaube ich, auch im Magenta und da ging es auch nochmal rum, um die sind halt jedes Wochenende weg. Also über eine lange Zeit. Die sind zum Trainingslager weg, die verpassen halt die Einschulung möglicherweise. Jetzt, letztes Jahr hat sie es rausgenommen, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Finde ich, kann man machen, auf jeden Fall. Aber das ist eine ganz andere Welt. Die kümmern sich da um den Rest der Familie, auch wenn vielleicht manch ein Fußballprofi doch gar nicht so viel trainiert und vielleicht auch Zeit dafür hätte, manche Dinge zu machen. Das muss man ja auch anmerken. Also von daher, Wobei die Fußballer natürlich auch so erzogen werden, sich um nichts mehr zu kümmern. ja, Also das ist ja wirklich das Bemutternwerden ich sag mal jetzt Bemutternwerden im Nachwuchsleistungszentrum, Berater. Also ich glaube auch, dass denen viel zu viele Entscheidungen noch abgenommen werden. ja, das wird auch so sein. Ich schließe noch mal mit einem ab, ist auch, glaube ich, sehr bekannt. Ähm, wir werden den Gletscher hochlaufen, aber wir werden nicht, war es das? Ich gucke noch mal nach, wie das Ich muss genau. ja den Gletscher erstmal suchen. Ah ja. Wir laufen hier auf einen Gletscher hoch, aber wir werden nicht verrecken. Das war doch auch Oh, schön, ne? das hätte, Gletscherbesteiger hätte zur letzten Saison gepasst. Und hätte zur da sind letzten wir aber Saison. verreckt am Gletscher. Ja. Ja, ich glaube, da sind ein paar gute dabei. Auf jeden Fall auch noch mal was ich halt interessant finde, wie sehr es jetzt die Zeit irgendwie so beschreibt. Ich bin da auch so ein bisschen in so 'n Rabbit Hole wieder gefallen, weil ich habe mir Corona-Interviews mit ihm angeguckt, wo er so gesagt hat, dass die Fußballblase platzen wird und dass alles so ein bisschen implodiert und dass es dann ganz neue Verhältnisse geben wird. Das ist alles nicht passiert. Ist auf der einen Seite auch wieder schön, dass Fußball ja so was Beständiges ist, aber auf der anderen Seite ja auch schwierig, wie wenig reformfähig Fußball auch ist. Ja, das stimmt. Gut, zu dieser Situation, diese Gelegenheit würde ich jetzt auch noch mal ans Publikum die Möglichkeit geben, wenn es noch mal Fragen gibt oder Statements oder gerne auch noch mal Feedback zur Folge. Wir haben uns auf jeden Fall gefreut, dass ihr zahlreich da seid. Ähm, und ich finde es ein interessantes Format. Wir kennen das ja gar nicht, dass wir uns gegenüber sitzen. Also, wir sehen uns ja normalerweise nicht mal. Das ist, glaube ich, auch den wenigsten Leuten bewusst. Genau, wir sehen uns eigentlich nur bei der Folge mit Paul Steinbach vor die letzte Folge, da haben wir das im Videoformat gemacht. Und ansonsten sehen wir uns gar nicht. Das ist so ein Modus, den viele gut finden. Gibt Vor- und Nachteile. Aber das ist auf jeden Fall sehr interessant und toll. Und ich finde auch, ich würde das gerne noch mal in einer Runde fortsetzen an irgendeiner anderen Stelle, zu einem anderen Spiel. Ja, danke. Ja, nochmal Frage oder eine Anmerkung, vielleicht ein Gedanke aus dem Publikum meinerseits, wo ich euch gerne um eure Einordnung oder Einschätzung bitten würde, ist das Thema Zuschauerzahlen in der 4. Liga. Jetzt kommen wir ja aus der 3. runter, das heißt, man wird ja erstmal mutmaßen, ja, die 4. Liga ist weniger attraktiv. Wir spielen gegen Dorfvereine möglicherweise, nicht despektierlich gemeint, aber gegen kleine, charmante Gegner aus der Berliner Region häufig. Aber natürlich auch gegen große Brecher, die unmittelbar wenige Kilometer vor unserer Haustür liegen. Da denke ich jetzt an Zwickau, an Chemnitz, aber auch aus die Vereine rund um Leipzig, Lok und Chemie, aber auch Erfurt und Jena. Also wir haben gefühlt ist jedes 3. Heimspiel ein Derby. Jetzt nicht das Derby wie gegen Dresden, jetzt mit viel
Brisanz auch vom Gegner aus, aber doch, denke ich, mit Vereinen, die viele Auswärtsfans hier mitbringen. Und dadurch würde ich einfach euch gerne fragen, habt ihr den Eindruck oder haltet ihr es für möglich, dass wir am Ende der Saison mit einer höheren durchschnittlichen Zuschauerzahl zu rechnen haben als in der 3. Liga? Du hast jetzt gerade schon die durchschnittliche geguckt für letzte Saison, ne? Was war es nochmal? Sag's mal bitte. 8.400. Davor waren es knapp 8.900 und vor 8.700. Ja. Also wir sind so knapp zwischen 8.000 und 9.000. Ich glaube, dass es kann sein, wenn wir sportlich erfolgreich sind und manchmal auch das Wetter dazu passt oder die Ansetzungen dazu passen, weil Freitagabend ist auch für viele als Heimspiel für viele Pendler schwierig, die ins Erzgebirge zum Wochenende noch mal fahren oder so, die unter Woche woanders arbeiten. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass das ungefähr die Waage sich halten wird, wenn der Erfolg da ist. Dann kann es auch sogar ein bisschen vielleicht drüber sein. Es kann aber auch, wenn's eben relativ schnell absehbar ist, dass es nicht so erfolgreich ist, dann kann es auch wirklich noch mal deutlich drunter gehen und dann werden wir uns wahrscheinlich so, ich sage jetzt mal eine Zahl, weil das ist ja immer das, was das Schöne ist. Das kann man in einem Jahr dann wieder nachhören oder wieder aufs Tableau legen. Ich sage dann, wenn es ganz schlecht läuft sportlich, dann sind wir irgendwo bei 6.523 und wenn sportlich gut läuft, sind wir so in dem Dreh vielleicht bei 9.000. Ich sehe das so, das sind attraktive Gegner im Schnitt. Die 3. Liga zieht in Aue auf die Dauer nicht mehr genug. Also wir haben teilweise auch nicht so große Gästeblöcke, die waren oft nicht voll. Also ich glaube schon, dass das sich gegenseitig mit den Gästefans auf jeden Fall die Zuschauerzahl stabilisiert. Ich würde das auf einem ähnlichen Niveau erwarten und wenn es läuft, dann kommen die Leute. Also es war immer so. Wenn es die besseren Jahre haben wir deutlich bessere Zahlen gehabt. Und ich meine, wir kamen vor der Pandemie guck nochmal gerade nach, von 11.500 hatten wir vor der Pandemie. Also wir hatten ja immer deutlich über 10.000. Und das ist das Potenzial des Vereins, auch ohne Gästefans, ist 8.000, 9.000 Zuschauer, würde ich auch so sehen. Dann kommen die Gästefans dazu. Du wärst dann der Primus in der Liga. Und ich glaube, noch ein ganz anderer Effekt wird entstehen. Wir werden immer volle Gästeblöcke sehen. Stadien sind klein, die Distanzen sind machbar. Nach Berlin am Freitagabend ist auch kein Problem für viele Leute. Wer jahrelang irgendwie Freitagabend in Pott fahren konnte, was weiß ich wohin, Schalke, Eine Arschbacke ne? fährt er das runter. Ja, ist ja so. Also Und du hast natürlich auch noch Leute vor Ort. So, muss ja auch sagen, in Berlin hast du auch Leute, die dort wohnen oder Leute, die aus Leipzig, Dresden, ist es für die dann auch noch mal kürzer. Also, da hast du recht, das mit dem Gästeblöcken. ist eigentlich eine Liga der kurzen Wege, außer natürlich Greifswald, aber ich meine, in Rostock haben wir auch mal einen Gästeblock voll. Da geht es nicht um die Distanz, da geht es darum, ist das attraktiv für mich? Will ich dahin? Und ich glaube, wir haben auch unter der Woche mal in Rostock, war das vorletzte Spiel, wo sich da Bär verletzt hat, ne? Das war ja auch über 1.000. Also es ist ja wirklich phänomenal und ich glaube, dass wenn das einmal, also es hängt ganz viel vom Erfolg ab, ist auch wirtschaftlich für den Verein wichtig, weil die Zuschauereinnahmen zählen jetzt nochmal doppelt und dreifach rein. Das ist das Größte neben dem Sponsoring, was wir haben an Einnahmen. Und die Stadionmiete ist runter, ne? Um die 100.000 nur noch. Also du machst ja auch wirklich mit jedem Zuschauer mehr, machst ja auch mehr Geld, das wichtig ist für den Verein. Und ich denke, dass das eine sehr zuschauerreiche Liga wird. Ich weiß nicht, wie viel Dauerkarten verkauft sind, aber gefühlt läuft auch der Dauerkartenverkauf nicht schlecht. Wenn sie nochmal auch mal verlängert haben, sehe ich nochmal als positives Zeichen. Nochmal die Euphorie von dem Schalke-Spiel, wo vielleicht Leute sagen, ja, ist ja doch dann ganz cool. Und jetzt die Mannschaft macht irgendwie mehr Spaß, dann komme ich halt mal lieber häufiger wieder. Und ich kann es nicht mehr im Fernsehen schauen. Darfst du auch nicht vergessen, dass dieses, ja, gucke ich jetzt heute Magenta oder Sky, das ist halt auch, dass das schon Leute hier auch betrifft, die dann sehr nah am Stadion wohnen, die dann sagen, ich bleib dann lieber zu Hause. Ist übrigens ein Riesennachteil, ne? Man ist nicht planbar. Die Ostsport-Ansetzungen kommen halt immer gefühlt 3 Tage vorher. Also, die versuchen, die Spiele immer noch zu verkaufen und dann sagen sie vielleicht mal selber, dass sie eins machen. Aber aus der Erfahrung heraus, ursprünglich haben sie mal jeden Spieltag eins gezeigt, also Freitag, Samstag und Sonntag. Das ist aber schon länger nicht mehr so. Ja, jetzt habt ihr nochmal die letzte große Möglichkeit.
Ja, ich traue mich jetzt gar nicht so richtig. Mir geht es nochmal so ein bisschen um das Thema Erwartungshaltungsmanagement, weil ich bin immer Pessimist, was Aue angeht. Ich habe auch letzte Saison schon früh gesagt, dass es im Abstieg münden wird, was dann leider auch so gekommen ist. Ich hätte es mir nicht gewünscht, aber war halt so. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Aue jetzt von allen Seiten so ein bisschen die Favoritenrolle zugeschanzt wird. Also zum einen von der Presse, dann auch von den ganzen Konkurrenten. Ich bin nicht sicher, ob das richtig ist. Also ob man unter dem Druck vielleicht auch dann bricht und ja, die erste Saison in der Regionalliga ist immer schwierig. Hat man jetzt gesehen an Halle, Zwickau, wo die abgestiegen sind. Die sind nie wieder hochgekommen. Ich meine, es gibt jetzt den Direktaufstiegsplatz, aber es ist ja doch ein immenser Druck. Denkt ihr, dass die Mannschaft damit umgehen werden kann? Ich glaube, um dir mal zu widersprechen, ja, direkt zu widersprechen, das ist vielleicht auch die Mentalität, die der Verein mal braucht, mal eine Ambition auszustrahlen. Was war denn das Problem in den letzten Jahren? Eine Ambitionslosigkeit, ein auf den Abstieg zu stolpern, wie auch immer. Ja, wir hatten Marcel Bär und sonst wenig. Also die letzten, die letzten beiden, die letzten beiden Jahre waren ja wirklich knapp oder schlecht. Also knapp und schlecht und oder zu schlecht. Und ich glaube, das war in der dritten Liga auch so, als wir abgestiegen sind, unter Pavel Dotschew. Das war auch eine zusammengewürfelte Truppe. Wir hatten den gleichen Kaderplaner mit Ziffert. Mhm. Und ich glaube, das hat gut funktioniert. Und deshalb kann man auch mal optimistisch sein und sagen, ja, wir wollen das jetzt angehen, anstatt immer zu sagen, ja, wir sind ein Verein, der keine Ambition hat, wo es immer nur darum geht zu sagen, wir haben die Wismut-DNA, wir sind ein Arbeiterverein, wir sind klein, wir sind das gallische Dorf. Das finde ich auch, das ist auch das Problem an dem gallischen Dorf. Wir sind nicht mehr das gallische Dorf. Wir sind jetzt für die anderen alle die große Mannschaft, die vor gefühlt 2 Jahren, ist nicht 2 Jahre her, aber gefühlt 2 Jahren zweite Liga gespielt hat und die erwarten, dass wir das Spiel machen. Und das macht Druck auf die Mannschaft und auf den Verein, aber den muss man bestehen. Ich glaube, dass unsere Konkurrenten uns das zuschustern, Ja. ist offensichtlich. Das würde ich auch machen. Das ist logisch, das ist Taktik. So, dass die Presse da, je nachdem, welche Presse man nimmt, das auch macht, ist auch offensichtlich. Die einen sind dem Verein ja noch etwas wohlgesonnener und manche nicht so wohlgesonnen. Und das Wichtige ist einfach auch daran, dass man ja eben das hatten wir ja vorhin auch, was ist der Plan? Was wollen wir eigentlich? Wo wollen wir hin? Was ist unsere Vision? Und diese Vision da haben wir zumindest eine sportliche Vision. Und man muss sagen, wenn man jetzt gesagt hätte, wir ergeben uns jetzt hier in der Regionalliga, dann hätte man nicht um Marcel Bär gekämpft. Dann hätte man nicht um Martin Mendel gekämpft. Ja. So, das kannst du natürlich auch sowieso nicht machen. Das ist auch klar, dass du das nicht machen kannst. Aber man hat dafür gekämpft. Und da sind natürlich dann auch mit Schubedice und Kern Leute in der sportlichen Verantwortung, die haben zweite Liga gespielt. Und die haben gut zweite Liga gespielt. Das kann uns natürlich Richtung Herbst mal auf die Füße fallen. Und da müssen wir dann als Verein alle gemeinsam das durchstehen, gegen alle Widerstände, die Mannschaft hoffentlich auch einen guten Charakter zeigen. Und das ist die positive Sicht. Natürlich kann es anders sein. Aber ich wünsche mir einfach, dass es die positive Sicht ist. Und wenn es nicht ganz so positiv läuft, dann sollten wir zumindest sehen, dass wir einen attraktiven Fußball haben, der Spaß macht, der die Leute ins Stadion holt und wo wir einfach dann den Samstag oder Sonntag und Freitag, ob jetzt hier oder auswärts, einfach eine gute Zeit haben. Denn hier beim Fußball treffen sich einfach vielfach noch Leute, die sich sonst gar nicht mehr in ihrem Leben treffen. Und das ist was Und es ist mir natürlich auch immer eine so- Möglichkeit für die Leute, nach Hause zu kommen. Das Auch das. Erzgebirge ist ja für viele Leute ein Bezugspunkt. Der Verein hat ja so ein bisschen also ist ja ein ganz starker Kit. Auch man hat nicht mehr vielleicht die Freunde hier, man hat vielleicht gar nicht mehr die Familie hier, aber das zum Verein gehen ist das Ritual, was alle zusammenbringt. da seine Leute zu treffen, die entweder noch hier sind oder die halt eben von außerhalb kommen. Und deswegen hoffen wir, dass es gut läuft. Und ich sehe, wir haben noch weitere interessante Fragen und Statements. Aber mal gucken. War sehr interessant auf jeden Fall. Und da möchte ich auch gleich drauf was sagen. Und zwar, ich sag mal, wir sind jetzt abgestiegen und mein Namensvetter, der Olli Kahn, hat mal gesagt, wir brauchen Eier. Und genau das ist das. Einfach mal jetzt vorangehen, Brust raus und voranlaufen.
Und ganz einfach, ich denke mal, ich sehe sehr positiv. Ich bin ein anders denkender Mensch als du. Ich sehe sehr, sehr positiv in die Saison rein. Ja. Und wenn wir die Mentalität an den Tag legen können, da wird viel passieren, verspreche ich dir. Ja, du wirst positiv überrascht werden. Ja, ja, es ist, also ich Müssen wirklich, nächstes ich Jahr. sehe das wirklich sehr positiv. Ja. Aber gut, so bin ich halt. Ja. Das andere Ding ist, was ich ansprechen wollte, ist diese Auswärtsfahrten auf diesen, ich möchte es nicht zu negativ nennen, ich sag mal Sportplätzen. Mhm. Ich war damals in Fortuna Köln gewesen zum Aufstiegsspiel Mhm. bei deinem Pascal Köpke, den du schon ein paar Mal Mhm. erwähnt hattest heute. Ja. Bärenstark, fand ich auch. Ja. Waren wir, glaube ich, mit 3.500 ungefähr, waren wir, glaube ich, dort gewesen. Mhm. Und es gab einen Bierstand, einen Bratwurststand. Und das bei 30 Grad. Bullenwarm, ne? Ohne irgendwie Sonnenschutz oder wie auch immer. Also ich wünsche mir, dass die das irgendwie hinbekommen, dass wenigstens ein bisschen mehr Getränkestände da wären. Das wäre so mein Wunsch an die Saison. Weil den Rest machen wir fußballerisch sowieso. Ja, aber denkt bitte an uns Fans. Ja. Da kann ich dir wenig Hoffnung geben. Wir haben ja auch ein paar Freunde, die Chemie-Fans sind. Und wenn Chemie Leipzig irgendwo spielt, sind die Leute auch immer überrascht, dass der Gästeblock voll ist. Also das ist, die Unplanung ist, glaube ich, wirklich ja, hier so ein Standard in der Liga. Und weiß auch nicht, in Babelsberg gibt es auch nur einen Stand zum Beispiel für den ganzen Gästeblock. Wenn wir da wirklich aufsteigen sollten, dann wird das auch richtig kritisch da. Also will ich mir gar nicht vorstellen in dem kleinen Gästeblock. Und jeder will dahin. Das wird, glaube ich, eine ganz schöne Herausforderung. Ist doch ganz einfach. Vorher den Aufstieg klar machen. Ja. Aber ich meine, du weißt ja, wie es immer ist. Letzter Spieltag ist der Gästeblock bei uns voll. Vielleicht nochmal als allerletzte Anekdote zu den Gästefans. Ich hatte mich da auch mit Linus Quaiser drüber unterhalten, Ja. weil der ja bei Babelsberg war. Und dann meint er ja, ist doch krass, wie viele Leute dann bei Aue mitfahren. Und er wusste das auch, dass es in Zwickau viele waren. Er wusste das, wie viele das auch in Schweinfurt fahren. Und das war durchaus auch was ihn imponiert hat. Gerade weil er ja den Kontrast aus der Regionalliga dann gut kennt, auch von den eigenen Fans oder von den anderen Gästefans. Er weiß ja auch ungefähr immer, wie viele Fans dann so einen Verein da begleiten im Schnitt. Ja, hast du noch abschließende Worte? Ich bedanke mich dafür, dass alle da waren. Es war sehr schön mit euch, sehr angenehm. Es war sehr anregend. Also der Austausch, die Ideen waren richtig, richtig gut. Und das ist positiv, also das ist positiv denkende Menschen und etwas skeptischer denkende Menschen, das ist normal, das gehört dazu. Und ich habe jetzt eben schon scherzhaft gedacht, eigentlich nachdem wir diese positive und negative oder konservativ denkenden Seiten hatten, skeptischen, müsste man sagen, wir treffen uns in einem Jahr wieder und können das dann einmal reflektieren und dann hoffentlich aber natürlich dabei uns über den Aufstieg in die Drittliga freuen. Es war ein sehr schöner Abend mit euch. Danke. Fand ich auch. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr noch da seid. Ich habe noch ein Spiel von uns, was immer sehr beliebt ist. Kick-Tipp. Ich muss immer überlegen, ob es Tipp-Kick oder Kick-Tipp heißt, aber es heißt Kick-Tipp. Da kann man auch Regionalliga spielen, habe ich mir sagen lassen. Also kicktipp.de/Aue-Podcast ist die Domain, wo ihr auch mitmachen könnt oder weiter mitspielen könnt. Empfehlt das auch gerne weiter. Ich glaube noch mal zum Spiel morgen. Es ist ja gegen Schalke das Spiel, wo wahrscheinlich auch die meisten unserer Hörer dann gewesen sein werden. Da gibt es auch noch eine schöne Aktion für Thomas. Thomas hat Blutkrebs und die DKMS ruft auf, sich typisieren zu lassen. Ist auch was für alle Leute, die das jetzt im Nachhinein sehen oder hören. Das kann man auch von zu Hause aus machen. Da muss man nicht das vor Ort machen. Und ich hoffe, dass dann auch viele Leute das gemacht haben werden, wenn ihr das jetzt seht oder hört. Und in diesem Sinne, wann sehen wir uns wieder? Wahrscheinlich in 1-2 Wochen nach dem Saisonauftakt. Müssen wir auch mal schauen, wie wir das mit den englischen Wochen hinkriegen, eintakten. Aber ich würde mal erwarten, dass wir uns weiterhin im 2-Wochen-Rhythmus bei uns melden. Davon gehe ich auch aus. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen. Danke fürs Zugucken, danke fürs Zuhören. Gebt uns auch gerne Feedback dazu, wie ihr es als Video fandet. Ich finde es ja meistens schrecklich, mich selber im Video zu sehen. Aber es ist ein persönlicher Geschmack.
Auch nochmal danke an den Johannes an der Technik an dieser Stelle. Vielleicht können wir auch nochmal hier einen kleinen Applaus machen. Der uns heute hervorragend unterstützt hat mit Videoaufnahmen und Fotoaufnahmen, damit wir das auch allen Leuten zur Verfügung stellen können. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen und bis bald. Glück auf! Glück auf. Egal.